Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem Live angespielt von Star Trek Resurgence, meine sehr verehrten Damen und Herren. Gefühlt seit Jahrzehnten mal wieder ein Star Trek-Spiel. Das stimmt freilich nicht ganz. Es stimmt vielleicht, wenn man sagt, ein umfangreicheres Singleplayer-Spiel, wo man sich ein bisschen auch in der Geschichte erlebt und hin und wieder zumindest mal frei bewegen kann im Spiel, dann stimmt das. Ansonsten hatten wir natürlich vor einigen Jahren allerdings auch schon Star Trek Bridge Crew zum Beispiel und seit mittlerweile rund 13 Jahren natürlich auch Star Trek Online. Ich begrüße alle Zuschauer auf sämtlichen Kanälen nochmal. Seid herzlich willkommen, dieses Abenteuer oder zumindest das Angespielt hierzu live oder in der Konserve gemeinsam mit mir zu erleben. Ich freue mich sehr drauf und ja, habe auch so die ein oder andere Erwartung an dem Spiel, an das Spiel ein bisschen was weiß ich auch schon. Ich habe vorher in 2 Specials auch so ein bisschen über die Hintergründe, ja nicht nur ein bisschen, sondern ausführlich berichtet. Die beame ich euch hier nachträglich in die Infokarten rein, wenn ihr da mal schauen wollt. Ja, was gibt's zu Star Trek Resurgence grundsätzlich zu sagen? Also es handelt sich um ein narratives Abenteuer. Also wir werden mehr oder weniger durch eine Geschichte geschleust. Und zwar eine abgeschlossene Geschichte, die mit, soweit ich weiß, 2 verschiedenen Charakteren im Wechsel gespielt wird. Es ist ein reines Singleplayer-Spiel und das Ganze bewegt sich so ein bisschen zeitlich in der sogenannten TNG-Ära oder Next Generation-Ära oder vielleicht auch Picard-Zeit, wenn man mal so sagen will, und von den klassischen Serien jetzt zumindest mal ausgeht. Aktuell ist es ja da ziemlich wild, wo man überall noch Picard zuordnen könnte. Aber ich meine Picard auf der Enterprise D und zwar nicht in der Serie Picard. Ich glaube, da habe ich jetzt alles gesagt, was es dazu zu sagen gibt. Ich hätte auch sagen können, wahrscheinlich so im Nemesis-Zeitrahmen. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Wichtig ist, es wird eine Geschichte im TNG-Style erzählt und zwar eine abgeschlossene Geschichte. Welchen Umfang die haben wird, bleibt insgesamt mal abzuwarten. Ich habe gehört von rund 10 Stunden und wie gesagt, abgeschlossenes Abenteuer im Telltale-Style. Da wird es im Telltale-Style ja so sein, dass zwischendurch auch mal es Konversationen gibt, wo bestimmte eine Auswahl getroffen werden muss und diese Auswahl mehr oder weniger Einfluss auf den weiteren Spielverlauf haben wird. Wie genau sich das gestaltet, bleibt mal abzuwarten. Das Team, das sind einige ehemalige Telltale-Mitarbeiter mit dabei. Trotzdem ist das Ganze hier wesentlich kleiner aufgestellt, als das noch bei Telltale der Fall gewesen ist. Und anders als bei den Telltale-Spielen, die ich kenne, ist hier wohl auch Schweigen keine Option, weil ich glaube, dann bleibt das Spiel stehen, bis man sich doch entschieden hat. Das probieren wir aber relativ am Anfang einmal aus, ob dem auch wirklich so ist. Auf den Chat gehe ich gleich ein. Ich möchte nur einmal erst zu Ende erklären, worum es geht. Ja, grafisch und soundtechnisch, gut, das werden wir alles beurteilen in diesem Angespielt. Ich bin aber ganz zuversichtlich. Es gibt wohl noch die ein oder andere technische Unzulänglichkeit, die der Entwickler Dramatic Labs aber schon, wo er schon drauf gestoßen ist und wo hoffentlich demnächst eine Abhilfe erfolgen wird. Von den Settings her können wir mal ganz kurz reingehen. Man kann relativ wenig einstellen in dem Spiel. Wenigstens kann man die Lautstärke an unterschiedlichen Stellen regulieren. Aber zum Beispiel bei der Auflösung ist man hier auf Full HD beschränkt und so ein paar Auflösungen, die noch drunter und irgendwo dazwischen liegen. Und da gibt es hier noch so eine Auflösung, das sagen ich glaube hier für, ich weiß gar nicht, was es für ein Format ist, für Breitbildmonitore, also breiter als 16:9. So, Fullscreen-Modus oder nicht kann ich einstellen. Ich kann die Untertitel einstellen. Und wer jetzt hier bei Language English hofft und vermutet, man könnte hier die Sprache umstellen. Nein. Die Sprachausgabe im Spiel, die ist durchgehend Englisch.
Und zum Leidwesen vieler stehen hier als Untertitel nur Englisch, Spanisch und Französisch zur Verfügung. Ich persönlich hoffe inständig, dass wir hier zumindest noch deutsche Untertitel dazukommen. Wir müssen mal schauen, wie sich das im Spielverlauf gestaltet. Ich werde sicherlich nicht den kompletten Spielablauf übersetzen. Das würde, glaube ich, zu sehr, ja, ich sag mal, den Spielfluss hindern. Werden wir dann aber sehen. Es ergibt sich sicherlich auch zwischendrin mal die eine oder andere Stelle, wo wir drüber reden können. Gut, das ist alles eingestellt. Untertitel ist an. Also selbst wenn man englischer Sprache einigermaßen mächtig ist wie ich, ist es vielleicht schon mal nicht schlecht, auch englische Untertitel dabei zu haben. Dann gibt es hier noch eine Möglichkeit, hier tiefer in seine Entscheidungen einzutauchen, hier mit einem Code. Da kann man sich irgendwas angucken und analysieren, aber ich habe ja noch gar nichts entschieden. Also insofern sollte es hier noch nichts geben. Ansonsten bleibt dann nur noch der Spielstart. So, jetzt aber auch nochmal einen wunderschönen guten Abend an Echo, an Reddy von Echos Kindtop und TV-Zeus. Schön, dass du dabei bist. Echo schreibt, 10 Stunden ist viel zu wenig für TNG. Kommt drauf an. Also wenn eine gute Geschichte erzählt wird, ist 10 Stunden auch schon relativ lang. Also um jetzt einfach eine Geschichte zu erzählen. Also wenn die Geschichte jetzt sehr dicht erzählt wird, wie zum Beispiel wie bei Detroit Become Human zum Beispiel, da war ja das Spiel an sich auch nicht sonderlich lang, aber war einfach toll, atmosphärisch und einfach grandios gemacht. Wenn das hier so ist, könnte ich mich damit eventuell auch anfreunden. Man muss natürlich dann schauen, ob der Preis auch am Ende angemessen sein wird. Aufgerufen werden rund 35 Euro. Zum Zeitpunkt, wo ich diesen Livestream mache, gibt es auch noch die Möglichkeit, über einen Mega-Sale von Epic dran zu kommen. Und da ist man dann mit rund 25 Euro dabei. Und ja, wie gesagt, auch da bleibt noch zu schauen, ob das Ganze angemessen ist oder nicht. Wenn euch das interessiert, nur dass ihr da Bescheid wisst. So, Echo schreibt, er ist noch eine Auflösung von 1024 x 768 gewöhnt. Ja, kann sicher auch noch funktionieren. Ich habe jetzt hier WQHD auf dem Monitor und also ich merke schon, wenn die Auflösung niedriger ist. Das wird ja jetzt hochskaliert bzw. gestreckt auf die Bildschirmgröße. Ich kann auch mal damit leben, dass nur Full HD geht. Die Frage ist aber, ja, warum geht denn hier nur Full HD? Ein KOTOR 1 dauert die Hauptstory rund 24 Stunden ohne Nebenquest. Okay, Echo. Kann ich nicht beurteilen, aber wird so sein, wie du sagst. Ich finde ja auch generell, andere Franchises ja, sind mehr oder weniger gesegnet worden. Also bei Star Trek, finde ich, kommt viel zu wenig raus. Und andere wie bei Star Wars kommt eine ganze Menge raus. Es gibt aber auch Franchises, die schlechter dran sind. Da fällt mir zum Beispiel Stargate dazu ein. Gut, ich denke mal, wir sind an einer guten Stelle, wo wir jetzt mal in das Spiel und ins Intro dann auch mal starten können. Ja, früher gab es mehr, definitiv, Echo. Dann gab es mal lange nichts, dann kam wieder mal ein bisschen was. Aber mit neuen Storys werden wir ja immerhin auch aktuell immer schön bei Star Trek Online auf dem Laufenden gehalten. Das ist ja zumindest mal etwas. Daher hoffe ich mir hier allerdings auch einen hoffentlich großen grafischen Schritt, wenn man das jetzt miteinander vergleicht. Also zumindest von Star Trek Online hier zu Resurgence. Auch wenn das Spielprinzip hier natürlich deutlich anders ist. Gut. Next Generation, grüße dich recht herzlich. Genau rechtzeitig zum Start des Angespiels von Star Trek Resurgence. Ja, schnallt euch an. Alarmstufe gelb. Wir starten.
Captain's log, stardate 57931.4. The crew is restless. After spending too many months piecing our ship back together, we're finally about to venture out on a new mission. And the crew isn't letting this unprecedented ion storm slow them down. They're ready for something different. I know I am. Perhaps more than any of them. Fortunately, nothing ever stays the same. It's entropy, the nature of the universe. Change is inevitable. And while entropy says order gives way to chaos, in this case, change is good. Our new first officer is en route to the Resolute. Jara Rydek. I know she'll bring a welcome dose of new blood to the crew. Genau, Intro muss sein. Ein Intro muss sein. Und Jara Rydek ist auch, glaube ich, einer der Charaktere, den wir hier direkt spielen. RT zeigt mir hier die Steuerung für Controller an. So, jetzt warte ich das direkt mal ab und lasse die Zeit absichtlich mal ablaufen. Okay, also wie ich gedacht habe, Schweigen ist hier keine Option. Wir können in Ruhe überlegen. Und Jara Rydek, wie man hier sieht, der Commander ist einer der zwei Hauptfiguren, die wir im Spiel spielen. Ihm wird wohl immer beim Fliegen schlecht. Jetzt kann ich aussuchen, was ich dazu sage. Und ich sage dazu, ja, und trotzdem bist du der Sternflotte beigetreten. You don't like flying. And yet, you joined Starfleet. There's a reason I'm not a pilot. You should try it sometime. Okay, er scheint positiv beeinflusst zu sein, nehme ich mal wegen dem grünen Rahmen an. Von dem, was ich gesagt habe. I'm a little anxious. I hadn't noticed. I'm on my way to my first assignment. When we get to the starbase, I'm transferring on to the Resolute. So am I. Also, es geht auf die Resolute und wir sind unterwegs zur Sternenbasis. Jara, step in at the 11th hour like this. But if she's half the officer I knew she could become when she was a cadet at Starfleet Academy, she'll be the XO this ship needs right now. Okay, wenn das der Captain ist, der da im Hintergrund redet, dann kennen wir den wohl schon von der Sternflottenakademie. Kapitel 1 offensichtlich, das da heißt Change of Station. Ja, das ist schade, Echo. So, Check-in at Security. WASD zum Bewegen, jawohl. Der Maus kann man hier drehen und gucken. Maustasten machen momentan gar nichts. Auf jeden Fall schlechtes Wetter. Willkommen zur Sternbasis 128, Starfleet Operational Support Services. Am Rande des Föderationsraums, offensichtlich. So, einchecken soll ich. Wo ist denn mein Gepäck? Commander? I'm not usually such a nervous wreck, by the way. I actually did well at the academy. Oh yeah? Maybe you've heard of the Torvalin test? Sounds familiar. It's a tactical simulator that makes the Kobayashi Maru look like a picnic on Pintaris 5. Anyway, I finished in the top 20. Not just in my class. I mean, all time.
in the history of the Academy. So, there's that. Ja, er hat wohl bei irgendeinem Test auf der Akademie gut abgeschlossen. Echo, ob das eine Bajoranerin ist, wahrscheinlich, ich glaube nicht. Die müsste ja die Riffel auf der Nase haben statt auf der Stirn, aber das erfahren wir sicherlich noch. As long was from here, Lucky Luke, genau. So, pfoffen wir ihn mal ein bisschen. Du warst nur in den Top 20? Oder sehr beeindruckend? Oder Simulationen zählen nicht? Ich sag mal, was, nur in den Top 20? Versuchen wir mal ein bisschen lustig zu sein. Ich hoffe, sie bringt das nicht zu ernst drüber. Only top 20, huh? So I guess there's room for improvement. Well, it's really, really hard. So I've heard. Please place your hand here. Hold it there for a few seconds. Okay. Handscan. Welcome, Commander Rydek. Wait, you're Jara Rydek? You absolutely crushed the Torvalen test. You finished in what, like the top 3? That would be me. Now I'm really... It's an honor to meet you, Commander. Sorry, I didn't realize before. I just came off the shuttle and was glad to be on solid ground, so to speak. The pleasure's mine, Ensign. Paul Calloway. Good to meet you. I believe Commander Ermot is expecting you. He's in the concourse just ahead. See you on the Resolute. Jetzt guck nicht so bedröppelt, Fenrich. So, Mr. Ermot wartet auf mich. Commander Ermot, um mich entgegenzunehmen. Irgendwo. Also bis jetzt schaut das schon alles recht stimmungsvoll aus. Grafik ist auch ansprechend, finde ich. So, ja, hallo, ich grüße Sie auch. So, im Vorspann wurde ja gesagt, irgendwie das Schiff wurde arg mitgenommen, wobei auch immer. Es scheint relativ reparaturbedürftig zu sein, das Schiff. Da haben wir denn 75% Gesamtstatus oder Hülle oder was bedeutet das? Tractor Beam Emitter 59%, Secondary Hull Defense Grid 60%, Phaser Banks 65%, hintere Phaserbänke 45%, Vorwärts Torpedo Werfer 35%, Antimaterie Ladeport 75%, primäre Hülle 85%, Hauptnavigationseffekte 70%, aber wenigstens die Warp Knuckles bei 95%. Immerhin können wir fliegen. Genau, die Grafik ist echt TNG und man sieht ja auch ich gehe mal ein Stück zur Seite. Das sind ja hier die TNG-Uniformen, auch zumindest die es zuletzt gab, die auch die Crew der Enterprise D noch getragen hat. Und ich meine auch irgendwann bei Deep Space Nine aktuell geworden sind. Und die Bildschirme alle schön im klassischen LCAS-Design. Leider bewegt sich hier drauf nichts. Das wäre noch schön, wenn es da auch eine Animation auf dem Bildschirm gäbe. So, die Sturmkarte. Ein Ionensturm, okay. Ja, sie bewegt sich ein bisschen steif. Ein bisschen. Mag vielleicht auch dem Budget geschuldet sein, ich weiß es nicht. Wo es geht. Von der Bewegung her. Rennen können wir auch. Commander Ermot is a Boolean, so I'm looking for someone with blue skin. Okay, der Commander, den ich suche, ist Booleaner, also jemand mit blauer Haut suchen. Das kriegen wir bestimmt hin. So. Talk to Lost Crewman. Mit dem verlorenen Crewman sprechen. Das ist zwar nicht der Commander, den ich suche, aber sprechen wir ihn mal an. Are you all right? Yeah, I'm just
Well, I'm not sure where my departure dock is. The Resolute's gonna leave without me. Noch eine für die Resolute. Look here. The Resolute is leaving from this dock. Ah, you're right. Nerves must be getting to me. Thanks so much, Commander. Gerne geschehen. Genau, suchen Sie jetzt. Starbase 128 has 4 docks. Okay, 4 Docks gibt's hier. Kleine Sternenbasis scheinbar. I'll replicate myself a meal once I'm on board. Okay, wir essen jetzt noch nichts. Erst wenn wir auf dem Schiff sind. Guten Tag, darf ich mal durch? Excuse me. Okay, das ist scheinbar der Commander Earl, mit dem wir gesucht haben. Was macht er hier auf dem Tablet? Candy Crush spielen? Hallo Commander Ermit. Hallo Danny, schön, dass du da bist. Welcome to the edge of the galaxy, Commander Rydek. I'm Commander Jan Ermot, Operations Officer on the Resolute. Commander? I hope there wasn't too much trouble getting here. This storm isn't making anything easy for us right now. I know conditions are less than ideal at the moment. It was a bit bumpy, but otherwise okay. My apologies. This storm is unlike anything I've seen before. Okay, so einen krassen Sturm hat er noch nicht erlebt. Fill our first officer vacancy at such short notice. From everything I've read and everything I've heard, we're lucky you were available to us. Coming from a premier starship and all. To our little research vessel. What exactly have you heard about me? First in your class at the Academy. Received the Starfleet Award of Valor during the Dominion War. Most recently, Tactical Officer and Chief of Security on the USS Endeavour. You've done your homework? Like I said, we're very lucky. Okay, er freut sich, dass ich hier der erste Offizier werde oder die erste Offizierin. Und das scheint die Resolute zu sein. The USS Resolute. She may not look like much compared to the bigger ships, but as far as science vessels go, she can more than hold her own. And she doesn't look so bad considering 6 months ago. Okay, kleines she was nearly Forschungsschiff. cracked in half, venting plasma, fighting for her life. It was an accident? The equipment malfunctioned. An accident suggests fault, but no one's to blame. It was a planned test, but the warp core was pushed beyond its limits. It destabilized the dilithium, there was a runaway reaction, and the warp bubble deformed. We thought we could reach a higher resonant frequency, but it was more than she could handle. Cost us our first officer and 22 of our crew. At the end of the day, we're all responsible for each other. Ach du liebe Zeit. That's what it means to be a crew. In dem Gefecht waren sie zwar nicht verwickelt, aber ein Test des Warp-Kerns oder irgendwas, was sie da versucht haben, hat einen Unfall verursacht und über 20 Leute das Leben gekostet, inklusive dem bisherigen ersten Offizier der Resolute. Naja, wollen wir mal hoffen, dass wir dem nicht nachfolgen. So, was sagen wir denn? Tut uns leid für den Verlust, das ist ein hoher Preis. Es hätte schlimmer kommen können. Na, sagen wir mal hier, tut mir leid für den Verlust. Ja, netter Port-Echo. What that must have been like for you. Klein, aber fein So hoffentlich. sorry for your loss. Thank you. It does weigh heavy. There are some things you can't forget. Did you lose anyone close to you? Too many. And to that I'll just say, you have big shoes to fill. Listen. I realize you've known Captain Solana for quite some time, and I'm sure you're ready to bring your best. But I should warn you that when the captain announced you would be the new first officer, there were those who felt it was a mistake, that he should have promoted from within.
So you might want to tread lightly at first. Until they come to value your contributions as much as he does. Okay, ich muss große Fußspuren füllen und viele sind nicht damit einverstanden, dass ich erster Offizier bin, weil sie denken, jemand aus der Crew hätte befördert werden müssen. Okay, sie müssen drüber kommen. Ich kann mir ihr Vertrauen verdienen. Vielen Dank für die offenen Worte. Vielen Dank für die offenen Worte. Komm. Thank you. Always good to have a sense for what you're walking into. I just thought you ought to know. I appreciate it. Starfleet has assigned us a high-priority mission to the Hotari region. Press Enter. Okay, to explore. Impact of your choices. Ach, guck mal, da kann man dann schon gucken, was man für einen Eindruck auf die Leute gemacht hat. Bei Ensign Calloway. Okay, er fand meinen Humor gut, weil er ein bisschen nervös war bei seinem Shuttleflug und Commander Ermit. Okay, guten ersten Eindruck gemacht. Jo. Achso, und da sehen wir auch schon den zweiten Charakter, den wir wahrscheinlich irgendwann spielen werden. Also ich habe es ja schon angedeutet zum Anfang, dass wir 2 Charaktere spielen würden. Das ist Jara, mit der wir gerade unterwegs sind, und Carter. Ja, wird dann wahrscheinlich irgendwann im weiteren Spielverlauf noch eingeführt. Okay, I'll let the captain brief you on board. I know he's eager to see you. Will we be mission ready in time? We have every intention. The crew has been working around the clock to get the ship ready. There's still so much to do. Okay, genauere Einführung bekommen wir dann vom Captain Solano. Stuck. I got just the thing. Okay, das ist dann wahrscheinlich Carter. So, die Plasmafackel soll ich benutzen. Okay, dann scheint er irgendwie ein Techniker oder irgendwie Crewman oder irgendwas zu sein. Dann ist scheinbar wohl ein Crewman und einen Commander zu spielen. Wahrscheinlich keine aus Mondbasis Alpha 1 Echo. Also, Plasmafackel. So, der ODN-Kuppler. Was ist das hier? Der Hyperspanner. Interface Coil Spanner. Na gut, dann wird das die Plasmafackel sein, ne? Okay. Aber die hat ja oben da so ein Kristall drauf. Ist nicht normalerweise die Plasmafackel, dass da einfach nur so die Flamme rauskommt? Gibt das gar nicht im Gedächtnis, dass da irgendwie so ein Kristall oder was drauf ist? Na okay, also offensichtlich müssen wir jetzt hier dieses was auch immer freimachen. Okay. Wie von früheren Telltale-Spielen gewohnt, mit kleinen Quicktime-Events, wo man ein bisschen was bewegen muss, damit was passiert. Wie in dem Fall hier mit der Maus, die Maus hier in der Mitte halten. Okay, aber das wird ja alles gut beschrieben hier. Okay, das sieht ein bisschen zerstört aus, das Teil. Oder durchgebrannt, was auch immer das ist. Okay, das ist irgendwie Crewman oder was, wenn ich das Abzeichen richtig deute am Kragen. Is that? Motorhaube wieder zu. Ja, bei diesem Quicktime... Oh, der Lower Decks. Das ist schon das nächste Kapitel. Okay, also gehört einfach hier zur Crew, die das Schiff instand halten. Plasmaspule, kann sein, da nicht. Nice work, Carter. Nothing to it, Neely. Okay, das ist Carter. And not a moment too soon. The boss wants us down in engineering. Like, now. So. Erzähler folgen in den Ingenieursbereich. Shift drücken zum Rennen.
Okay, aber wir sind ja nicht auf der Flucht. Was liegt hier noch alles rum? Eine Sonde. Come on. Hallo Hookie Mural, grüß dich. Genau, Phaser auf Vernichten. Oh, these are heavier than they look. Makes more Hallo sense since Night Dragoon, OG. aka Carter ND. Diaz. You're welcome. Genau, you're welcome. So, noch einer, noch eine Sonde. Myself. And you know what? Not half bad. Ich lass mich zu leicht ablenken. Ja, ich komme ja schon mit. Los. Geh voran. Wo gehen wir denn hin? Ach ja, in den Maschinenraum, oder? Wenn ich es richtig verstanden habe. Wo geht's hier hin? Jeffreys Röhren? Ja, ich komme ja schon. Centaur Class. Genau, Slowchat, Andy. I heard the new XO just arrived. Aber alle 30 Sekunden reicht ja wohl. I just hope whatever Chovak called us down for, it's something good. I can never tell with him. I'd rather not end up degaussing plasma manifolds. Hanging upside down makes me queasy. You and me working together, we can tackle anything he throws at us. Your optimism is positively contagious. Looks like we got here before. Lieutenant Commander Chovak. We were just looking for you, Commander. Petty Officers Edsolar, Diaz. I was beginning to think you would be late. We are Ein all Vulkan, hands ja. on deck right now, which means if you are not at your post at the appointed time, I do not have someone to replace you. A point I have been forced to make to Petty Officer Edsolar on repeated occasions. Almost late is not late. Sorry for delay. So you're saying we're irreplaceable, Commander? That is one interpretation. Another would be that I would replace you if I could. You can interpret as you see fit. Oh, wir haben einen schlechten Eindruck gemacht bei unserem vulkanischen Freund scheinbar. Lass mal gerade gucken. So, man kann ja hier sehen. So, Lieutenant Commander Chovak found Kante to be cheeky and Cavalry easier. Okay. Wir waren wohl zu forsch nach Meinung des Vulkaniers. Weil wir gesagt haben, oder interpretiert haben, er meint, wir sind unersetzlich und er aber meint, ich würde euch sofort ersetzen, wenn ich könnte. Naja, auf dem falschen Bein gestartet. Wird uns hoffentlich nicht im weiteren Spielverlauf das Genick brechen. Equip yourselves in EV suits to work on the exterior of the hull. I need you to tune the structural integrity field for optimal performance. The subspace distortions and ionic interference we are experiencing are preventing the proper calibration. But this ship must be ready to depart shortly, despite the storm. The precise nature of these disturbances are not fully understood. But many systems have been affected by the wide band of emissive activity. Was sollen wir machen? Wir sollen in die Raumanzüge, um die Polarität der Hülle außen drauf zu kalibrieren? Oder was hat er jetzt gerade gesagt? You sound worried. Okay, wir werden bereit sein. Der Sturm wird vorbeiziehen. Wir werden bereit sein. Vielleicht können wir ja die Meinung des Vulkaniers über uns noch wieder verbessern. Whatever it throws at us, we'll be ready. We've got the best chief engineer in the fleet. I am a Vulcan, Mr. Diaz. Flattery is not necessary. Ach Göttchen. All that I require is that you do your job. Right now, that entails critical preparations, because long-range sensors show that these disturbances will be more severe at our destination, the Hotari system. Okay, jetzt wissen wir, wo es You have hingehen your soll. orders. Do not delay. Ins Yes, Hotari-System. All hands on deck. What's that? All hands on deck. That's what Chovak said. You know what that means? It means this ship isn't ready to go out and the brass know it. So they're throwing every warm body at it. And they're going to leave on schedule. Consequences be damned.
Naja, vielleicht wenigstens der beste Ingenieur auf dem Schiff Andy. Okay, jetzt liegt's an uns. It all comes down to us, Nilly. We're the ones who will get it ready. I know what Wir we machen das did, Schiff jetzt bereit. but Im this Raumanzug auf der Hülle. isn't just any old refit or any old relaunch. Oh, whoa. Excuse me. Er wieder. A lot of new faces coming on board. It's gotta be tough coming as a replacement. That's for sure. They seem all right. Something that happened 6 months ago while they were off on another ship? Well, that's nothing to hold against them. Yeah, you're right. I guess getting a little new blood on board doesn't hurt. Okay, viele neue Gesichter. Naja, wird schon Hold werden. on. Now there's an old face I didn't expect to see again. Hey, Miranda! You weren't gonna leave without me, were you? Miranda, you're here? We thought you were staying on the Adirondack. Transfer came in at the last minute, so I figured I'd slum it on this bucket of bolts. Looks like you got her back together pretty nicely. I wasn't sure what to expect. Ich denke, wir werden es spätestens beim Abdocken genau sehen, Andy. Nehme ich zumindest mal an. Okay, willkommen an Bord. I'm gonna take the high road here, pretend you didn't say that, and welcome you aboard. He's a better diplomat than I am. He still owes me a bottle of Saurian brandy. Ich würde aber mal ein Kanon-Schiff vermuten, da das ja mit CBS-Lizenz läuft. Maybe Carter can rustle up that bottle and we can give you a proper welcome. As soon as we wrap up this quick little spacewalk. Here, let me help you. Thanks. Stimmt ein Spaziergang. So what's the word? Are you back in the security rotation? Yep. Still running with the usual suspects. Whoa. Good to go. Na dann, das wird ein Spaß. See you on the other side. Wenn jemand Gesehnliches auf der anderen Seite sagt, gefällt mir das nicht. So, Magnetverriegelung. Aber noch sieht hier alles gut aus. Noch sind wir ja auch nicht in diesem Ionensturm draußen. Ich freue mich. Ja, sogar Worf musste mal auf der Außenhülle rumlaufen. Und hat dann mit dem Phasergewehr Borg weggeschossen. Du willst, dass ich da rauskomme? Ich will nicht rauskommen. Kannst du das nicht alleine machen? Na gut. Have you never gets old. Let's go. Was sind wir denn da? Auf der... Ach, an der Seite der... Nee, warte mal. Der Untertassensektion? Genau, assimiliert das. Und dann auch diese magnetischen Verriegelungen aufmachen, damit dann der Deflektor abgekoppelt werden kann, damit sie kein Signal senden konnten. So war das doch, oder? Okay. All hands. Jetzt geht ja von Kapitel zu Kapitel. Okay, gleich treffen wir wohl auf den Captain. Und ich soll es mir hier so lange gemütlich machen. You'll have to forgive me, I don't know much about Kobliads. So, But my Kobliad. understanding is you need a steady supply of duridium to keep your cell structure stabilized. Jetzt or kennen wir bad auch die things Rasse. start to happen. And we have plenty of duridium in sickbay, so there's no risk of running out. Sie braucht ständig Duridium, damit sie nicht zusammenklappt. Feel free to make yourself at home. And help yourself to whatever you like from the replicator. Okay, ich soll mir was replizieren. Ja, die Frisur sitzt. 3 Weltraumtaft. We'll be out there soon.
going where no one has gone before. Selbst der englische Untertitel war gerade nicht vollständig. Ich drücke das nochmal. When looking to the stars, keep both eyes open. Ah gut, jetzt sagt sie was anderes. Wie oft kann ich das machen? That storm doesn't look good. Hopefully we set sail before it gets worse. I could get used to this view. Okay, noch mehr Sprüche gibt's nicht. Alles klar, Andy. So, was liegt hier? Was liegt denn da in der Mitte? Ein zusammengerolltes Handtuch vom Zimmerservice? Und eine Modelleisenbahn. Schon ist mir das Spiel sympathisch. He's still got a thing for trains. The warp engines of their day, apparently. Ja, der Warp-Antrieb seiner Zeit. Hey, ich konnte mir gar nichts mehr im Replikator holen. Das Haarspray von Kirk. Burning with enough ambition to fuel 7 trips around the Necrid Expanse. It's good to see you again, Captain. I could not be happier to have you on the Resolute. My only regret is that we couldn't provide you with a warmer welcome. The arrival of a first officer to her new ship. Genug für mich, ich hätte von mehr gehofft. But unfortunately, we've had our hands full with the refit. Lass uns einfach an die Arbeit gehen. You can spare me the pomp and circumstance. There's plenty of work to be done without all that. You always had a work ethic like nothing I'd ever seen. That's just what this ship needs at the moment. As I'm sure you've heard, we've had a rough go of it these last 6 months. The ship suffered some damage, but not nearly as much as the crew. Meinst du den Unfall? I assume you mean the accident. That's right. The tragic accident, really. We were on the verge of a major scientific breakthrough. A quantum leap forward in warp core technology. 10,000 teradynes per second. The ability to travel at a sustained rate of speed longer and faster than we ever dreamed. What would have been the crowning achievement of my career? Right there, within our grasp. Until it all went so horribly wrong. We pushed her too hard, and a warp core malfunction overloaded the system, creating a pressure gradient way beyond what the ship could handle. It was heartbreaking. We lost some of our best people. As captain, I have to take full responsibility. It was my decision to make, and I have to live with the consequences. Ja, er muss die volle Verantwortung übernehmen für diesen tragischen Unfall. Naja gut, klar, logisch. Du bist ja auch der Captain, natürlich musst du die Verantwortung übernehmen. So, was sagen wir denn mal? Du bist nicht verantwortlich zu machen. Die Crew kennt die Risiken. Wir müssen weitermachen. Naja, typisch Star Trek-Style wäre ja, die Crew kannte die Risiken. Das machen wir auch mal. We all know the risks when we sign up. There are no guarantees. As much as we tell ourselves otherwise. Tja. True. But as captain, my job is to mitigate and manage the risks as much as possible. And that's where I failed. Die Risiken falsch eingeschätzt, meint er. Naja. We'll say, I might have avoided the whole ordeal if my senior staff had been willing to trust me. There was a lot of pushback from my former XO. And I think that cost me his confidence. I don't want you to pull any punches. Certainly not on my account. But once we decide on a course of action, I need everyone to fully commit to the mission. Anything short of Star Trek Style. Just won't work. And that's when things start to go sideways. Du kannst auf mich zählen. Was passiert, wenn die Crew nicht auf dich hört, oder? Die finale Entscheidung liegt bei Ihnen. Ja, die finale Entscheidung liegt bei Ihnen. This is your ship and you are the captain. So as far as I'm concerned, whatever you say goes. That's the kind of support I'm looking for. Ob ich das immer einhalten kann, ist eine andere Frage. I'll be blunt. We can't afford another mistake. Okay, keine weiteren Fehler. Or at least I can't. I feel like my career is hanging in the balance here.
Okay, seine Karriere scheint am seidenen Faden zu hängen. Something to restore the crew's confidence. I understand. Das Vertrauen der Crew muss wiederhergestellt werden. On a more positive note, Ich werde sehen, was ich tun kann. Starfleet has tasked us with what they're calling a mission of the highest Okay, priority. jetzt wird eine neue Mission erklärt, in die es wohl Escorting a geht. senior diplomat to Hotari Space. Einen Diplomaten in den Two Notari-Raum previously peaceful and begleiten, otherwise bringen. non-aggressive civilizations now find themselves on the brink of all-out war. So it's a peacekeeping mission. I see it as a golden opportunity to not only prove what the Resolute and her crew are truly capable of, but also a mission for which we're uniquely qualified. This ionic storm. Our long-range sensors suggest it's several orders of magnitude stronger than anything on record. A total anomaly like nothing we've seen before. And you'll never guess where it leads. Hatari. Exactly. Very nearly in the precise location where we're headed. Where I imagine the interference will be exponentially greater. Interessant. Ein Sturm, wie er ihn noch nie gesehen hat. Wir müssen einen Diplomaten ins Hotari-System bringen. Aber ja, der Sturm führt wohl genau in die Richtung, wo wir hin müssen. Okay. Was sagen wir denn mal? Das ist ein kraftvoller Sturm. Oder fragen wir, ob die Crew vorbereitet ist? Oder wer ist der Diplomat? Ich sag einfach mal. A powerful storm. So basically, we're being sent into the eye of a storm more powerful than anything on record. Well, yes. But we're taking every precaution. But I don't want to get ahead of myself. I expect we'll have some rough sledding when we arrive, so I need you to prepare the crew for the worst. There's just one more thing I want to clarify up front. The metric that for me will be the ultimate measure of your success. What is it? If after serving as my first officer, you don't one day find yourself with a ship of your own, then I will consider it my personal failure. When that might happen is entirely up to you. But it goes without saying. Okay, er verhält sich ein bisschen väterlich, wahrscheinlich, weil er mich schon lange kennt. Er wird es als sein persönliches Versagen ansehen, wenn ich nicht irgendwann mal mein eigenes Schiff habe. Und wir werden gesandt, ja offensichtlich zu einer diplomatischen Friedensmission. Mal gucken, ob es dann Frieden mit Waffen wird oder ob es dann wirklich eine komplett friedvolle Mission wird. Mal sehen. So, je früher, je besser. Ich würde mich geehrt fühlen. Ich muss noch viel lernen. Ich fühle mich einfach mal geehrt, wenn ich ein eigenes Schiff bekomme. Oder von seiner Meinung hier zumindest, dass ich eins bekommen sollte. It's been a dream of mine since before I can remember. So I would be honored to become a captain someday. As long as you're willing to do the work, you have my promise. I'll do everything in my power to see that it happens. Thank you. Come. Let me introduce you to the crew. So, jetzt werde ich der Crew vorgestellt. Hallo Harzer, grüß dich. Ratet mal, wen den Streamstart verpennt hat. Naja, nur knapp. So, ich sollte mir doch noch eben noch was im Replikator holen. Darf ich noch? Nein. USS Resolute, NC-10, 92317. Frieden schaffen mit Waffen à la Kirk, ja. Oder vielleicht mit Fäusten? Okay. Folge Ihnen, Captain. Auf die Brücke. Schick. Everyone, if I could have your attention for a moment. I'd like to introduce Commander Jara Rydek, our new first officer. Some quick introductions. This is Lieutenant Handar, our helmsman, one of the best in the business. One of? Well, what he lacks in humility, he more than makes up for in ability. Pleasure to meet you, Commander. Likewise. Next, we have Commander Westbrook, our Chief Science Officer. I've come to rely on his expert counsel on a regular basis. Pleasure. Commander Rydek, it is such an honor to meet you. This is our tactical officer, Lieutenant Bedrosian, who's been looking forward to meeting you for about as long as I can remember. I've been following your career for quite some time.
Oh, ich habe schon And I look richtige... forward to learning as much as I can from you. Ich habe schon hier Fans an Bord, offensichtlich. If anything, the honor is mine. Well, I have to admit, one of the reasons I've followed your career is because you're part Kobliad. Because of what you've overcome. Starfleet stands up for people who can't defend themselves. And you were one of those people once. But since then, you've done so much to protect others who need it. I really admire that. So, you've been something of an inspiration to me. Not that I've done anything close to what you've done, but you definitely set a standard to strive for. That's very kind of you to say, but enough about me. We have a lot of work to do. Oh, yes, of course. And then, of course, you've already met Commander Ermont. Please, do everything you can to make Commander Rydek feel at home here. I'll be on the starbase. Have an urgent meeting with the starbase commander to get our authorization to get underway. If they drag their feet any longer, we won't make our rendezvous. The bridge is yours. Schon gehört die Brücke mir. Der Captain muss noch was auf der Sternenbasis erledigen. Damit wir hier irgendwann einmal wegkommen. In den Kapitänsstuhl setzen, wenn ich bereit bin. So, Kommunikationsstation. Communications. Keeps us in contact internally and with other vessels. Operations. Staffing, supplies. There's a lot to keep track of on a starship. Good thing we have Commander Ermont. Dann mach den Browser mal beinharter. Coole Brücke. Ja, ich finde die Brücke auch cool. Jo. The helm. The Resolute is a refitted Centaur class. So, Centaur Class. Refit. Jetzt wissen wir das auch. Also, Centaur Klasse. Ein kleines Forschungsschiff. Science station. The Resolute is a science vessel, primarily. Might explain Commander Westbrook's attitude. I'll have to speak with him later. Okay, wir müssen später mit ihm sprechen. So, taktische. Tactical station. Hopefully a diplomatic mission won't require we use our weapons much. But if it comes to that, we'll be ready. Ich bin sicher, wir werden die Waffen nicht brauchen. Okay, was bleibt noch? Setzen wir uns auf den Kapitänsstuhl. Take seat. Begin Command. Commander, Chief Engineer Chovak needs to lower the structural integrity field. He's sent a crew out to recalibrate the emitters in response to the danger posed by the storm. We just need your go-ahead. Okay, dann geben wir mal die Erlaubnis, das strukturelle Integritätsfeld runterzufahren, damit die Crew draußen weitermachen kann. Machen Sie es so, Herr Ermont. Permission granted. Lowering structural integrity field. Now. Entering maintenance mode. Condition blue. Die Feind ist klein. Die Voyager ist ja relativ groß. Aber Condition Blue? Passt das hier? Looks like they turned off the Sif. Great. Let's get to that emitter. Ich dachte, Condition Blue wäre nur beim Atmosphärenflug. Okay, jetzt sind wir wieder draußen auf der Hülle. Every time we're out here, I half expect to see her in pieces again. She's still got some scars on her. Sie hat noch ein paar Schrammen. When I joined Starfleet, all I wanted was a ride out of town. But this isn't exactly how I pictured it. On the outside of the ship? No. Sometimes it feels like we're just part of the machinery. Don't you want more than that?
I mean, Starfleet is noble and all, but it's still a machine. A massive, massive machine. I am more than that. And so are you. You wanted to get away. I enlisted because I didn't want to wait years just to get out and see the galaxy. Aber originalgetreu hat I sie. wanted to go somewhere. See new worlds. Look up at a sky no one's ever seen before. Just because I'm cranking a hyperspanner up in a Jeffries tube today doesn't mean that's all I'll ever be. Diaz to Commander Chovak. We are at the Sif emitter. Acknowledged. You may proceed with the recalibration. Warum wir die Rekalibrierung unbedingt von außen machen müssen, erschließt sich mir noch nicht so ganz. Okay, das Kalibrierungstool. Beginning recalibration. Was? Tune Notes to center the circular indicators. Was? Die Notes in die Mitte bringen, um was? Move Tool, Tune Note. Ja, Geräusche im All, ein bisschen Sauerstoff gibt es ja im Anzug, genau. So, wie geht das jetzt? Careful. Too much action and harmonics will deflect the alignment. Bin mir noch nicht so ganz sicher. Dahin? Looks good. That wasn't so hard. Danke, da nicht. Sieht eher aus wie eine Bombe. Da blinkt ein rotes Licht. Commander Westbrook, right? Chief Science Officer. You remembered my name and my rank. Impressive. Yes, I'm the Chief Science Officer, and I have the dubious honor of being the most senior officer on this bridge. I know this ship inside and out. Better than just about anyone. What a very impressive list of credentials. This is a research and discovery ship, first and foremost. Now with a former tactical officer as its new first officer. I'm curious, though. A Kobliad, or half in your case, is an odd choice for first officer, given your vulnerable condition and all. But if, as an example, we found ourselves in a hostile situation, and you were suddenly incapacitated because you needed an infusion, what would happen then? Oh, was war das? You'd leave Captain Solano without an XO. Granted, that would be a worst-case scenario, but not outside the realm of possibility. Captain Solano's familiar with my condition. I'm sure it factored into his decision. So I'd have to say it's not a problem. But we should probably have a contingency plan just in case. Listen, can I be blunt, Commander? I see no reason to stop now. Commander Sutherland, your predecessor, was one of the best first officers in all of Starfleet. His record was impeccable and his reputation was without equal. I mean no disrespect, but the shoes you're stepping into are almost... Versuche mich kennenzulernen und ich kann nie die Schuhe ausfüllen des vorherigen ersten Offiziers. Also er scheint irgendwie ein Problem mit mir zu haben. Lügendetektor wahrscheinlich nicht, tja. Er hat ein Problem mit mir. Ich könnte natürlich ganz direkt sein und sagen, haben Sie ein Problem? Oder? Was meint ihr denn? Ich kann die Schuhe des verstorbenen ersten Offiziers nicht ausfüllen, 1. Oder versuchen mich kennenzulernen, 2. Oder einfach ganz platt, 3.
Hast du ein Problem? Was meint ihr? Ich bin mir unschlüssig an der Stelle. Ich sag 2. Jetzt haben natürlich einen großen Verlust erlitten. Ne? Über 20 Leute. Dazu noch der erste Offizier, der scheinbar sehr beliebt gewesen ist auf diesem Schiff. Okay, einer für 2, einer für 1, einer für 3. Was würde wohl Michael Schanze sagen? 1, 2 oder 3? Genau, jetzt haben wir alles. Ich kann auch alle Tasten gleichzeitig drücken und gucken, was passiert. Ich sollte mir für solche Fälle und für solche Spiele hier einen Würfel bereitlegen. Ich würde sagen, wenn noch jemand eine Zahl schreibt, jemand anders, dann nehmen wir die. Die nächste Zahl entscheidet. Oder ich muss mir doch noch einen Würfel besorgen. Warte noch mal so 20 Sekunden. Wenn dann nichts gekommen ist, drücke ich irgendwas. Eins, 2 oder 3. Du musst dich entscheiden. Ja, weitergehen wird es auf jeden Fall. Ich bin mir nur nicht sicher, ob diese Entscheidungen hier einen Einfluss auf die Story wirklich haben oder ob es nur ist, wie die anderen Crewmitglieder mit mir umgehen. Ja, ich weiß nicht genau, wie wichtig es genau ist, was wir hier entscheiden. Telltale hatte es ja drauf, einem da so ein bisschen Entscheidungsfreiheit vorzugaukeln. Das Endergebnis war dann doch immer das gleiche. Aber die Leute haben sich halt erinnert und in unterschiedlichen Situationen auf den Hauptcharakter unterschiedlich reagiert. Ich will jetzt natürlich nicht ständig mit Telltale vergleichen. Aber sie sagten ja selber Telltale-Style und es sind ja einige ehemalige Mitarbeiter von Telltale. Wer das meiste weiß, holt sich am Ende den Preis. So, Next Generation sagt 3 und damit ist es entschieden. Ich habe ja gesagt, der Nächste, der was schreibt. Also, haben Sie ein Problem? Mr. Westbrook, if you have some kind of problem with me, and you just met me so it has nothing to do with me, you're gonna have to figure out how to get over it. Because I'm here. And I'm not going anywhere. Do you read me? Loud and clear. I'll stick to science. That is what this ship is for. Very well. Seeing as Captain Solano is on the starbase, let me give you an update on this ion storm we're flying into. It's unusual, unlike anything I've ever seen. At the moment, I can't tell you if the Resolute will shrug it off or if we're putting ourselves at risk. However, if we learn more about its patterns, its nature, we can come up with a scientific countermeasure. Just a moment. Huch, was ist los? Oh oh. We've got a massive energy wave inbound. On screen. Eine Energiewelle. Der Nexus ist da. Tracing its trajectory. Starbase docking clamps are holding. The storm's emissions are fluctuating, coming in waves. And if my projections are right, we're about to get hit by a wide-band burst of ionic energy, like a tsunami. Oh, wir werden gleich getroffen. I'm reading power abnormalities all over the ship. Estimated. Red alert. Aye. Evacuating main gangway and retracting. Putting sensor visualization on screen. With the structural integrity field shut down, we can't take a direct hit. Time to impact. 1 minute. Shield systems are severely impacted. We have limited protection. I need every available solution. What are our options? We can weaken the impact of the storm with a deflector pulse. Ronan, willkommen in der Crew. Danke fürs Abo. There's a better way. I'm sending all auxiliary power to the deflector dish. Send the aux power to the shields. We can't reactivate the entire shield bubble, but it's a directional threat. So we can orient all we have towards Los, the alle wave. Energie auf die vorderen Schilde. You have to believe me. We only get one shot at this. We can't afford to get it wrong. That's right, which is why we need to send power to our shields.
Bedrosian, get those shields up. Rerouting power to shields. Stand by. I need a heading. We've only got one shot. Understood. On my command. Heading locked. Raise shields. This is it! All hands, brace for impact. What happened? We have experienced a surge of radiation. Oh, you don't say. This radiation supercharged the plasma, forcing it to backflush through the system and creating a dangerous imbalance. Blow out every primary system on the ship. Just tell us where you need us. I need you to traverse the hull to the access port to recalibrate the port nacelle plasma regulator. Okay, wir müssen irgendwo am Plasmaregulator schrauben. We've reached the first access point. Understood. Do you see the override for the level 1 failsafe circuits? Affirmative. Engage the override. It should allow us to stop the EPS flow to the warp engine without triggering an automatic core shutdown. Kernabschaltung. Genau, lasst uns schrauben. Failsafe override engaged. Are you sure? I am registering some crosstalk in the bypass circuit. We need to route the signals so they don't interfere with each other. Ein bisschen isolineare Chips umstecken. Diaz to Resolute. The failsafes are temporarily disabled. Moving on to the EPS regulator. Heads up, Carter. What is that? One of the discharges coalesced. It's coming right toward us. I'm gonna try to disrupt it with my phaser. Was, mit dem Phaser? Eins zu Equip Phaser. Schon geht's los mit der Schießerei. Not that there's really an up, but you know. Okay, auf den Pylon rauf. Use your phaser to clear path. Danke, danke. Ich gebe mir Mühe. Aufpassen, dass ich hier meine Partnerin nicht rüste. Ah! Was war los? Suit took most of it. Snuck up on me. That damaged your suit. Energy dampening is down to 60%. Ah was? Es kommen auch von anderen Richtungen welche. Ja. Man kann leider immer nur so kurze Phaserstöße abgeben. Jo, genau, ach du Scheiße.
at the regulator. Opening the access panel. Ja. Now halting the EPS flow to the port nacelle. We have little time before it causes an overload in the engine. You Ja. must work efficiently. Ja, wir müssen effizient arbeiten. Danke, Herr Vulkanier. EPS manifold adjusters reset to neutral. So, was jetzt? Ich nehme mal an, die Wellenform irgendwie übereinander bringen. The EPS lines to the port warp engine are back in balance. Almost done. Once I Bock war ja auch halb Mensch. Ach du Schande. Kopf einziehen. Get down! DS to bridge. We just lost the docking clamp. Himmel. Got a lot of debris coming down. Hull vibrations too. We can't finish the EPS regulation in these conditions. Please advise. We have to release the ship from that other docking clamp or the hull will be ripped apart. There's a problem. The clamps are supposed to disengage automatically in an emergency, but it's not working. Not working. What are our options? The docking clamps are fitted with exploding bolts for an emergency release. We've got crew out there. That'd be like setting off a bomb next to them. Maybe there's another way. Starbase is hailing us. Put him through. Resolute. The remaining mooring arm is failing. You Wir kommen need to zurück in die disengage from the Kuhnummer. Starbase now. The damage to the station will be catastrophic. We have crew outside and are looking for the We have safest way to... people on this station. If that mooring arm breaks, we could lose dozens of crew. Commander, hear me out. Reverse the polarity of the hull, which theoretically will repel the docking clamps. And repel the engineering crew right off the hull into the storm. This is Captain Solano. Put me on screen. Go ahead. Captain, we have a situation. Commander, what are you doing? Blow the bolts on the docking clamp. The captain doesn't know the whole story. I'm giving you an order. Das ist nicht so einfach. Nein. Vertrauen Sie mir. Captain, you brought me here because you trusted me. Can you trust me now? You better be sure you make the right decision. The captain made himself quite clear. They're gonna get hammered with debris out there. Reverse the polarity. Ja, die Docking, die Klammern sprengen machen wir nicht. Protocol. And there are lives. What is the holdup? Polarität umkehren. Starbase, stand by. We're gonna flip hull polarity to disengage Das mag the der Captain clamps. aber nicht. Yes, Commander. Er schüttelt den Kopf. Na danke. Repair crew, this is acting Captain Jara Rydek. Be advised, we are going to reverse hull polarity to free us from the remaining docking clamp. Tether yourself and deactivate your boots on my mark. Understood. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mark! Alles gut, Hauptsache du wirst gut unterhalten, Echo. Grab my hand. I got you. Thank you. Plasma imbalance is reaching critical condition. We are moments from primary system failure. I got it. Na los. Klemmt oder was?
Los, gib alles. Geschafft? Ja. Look out! I got you. Petty Officer Etzelar's hurt and unconscious. I'm gonna have to tow her back to the airlock. Mr. Diaz, the situation has changed. You are at risk of triggering a substantial electromagnetic arc if you approach the main hull the way you came. But Commander, the way we came is the nearest airlock. There is an auxiliary hatch near you on the far end of the pylon. You must bring Miss Etzelar there to access the interior. Roger that. Go in there Gehen now. los. I'm at the auxiliary hatch. Was macht, dass er reinkommt? Tja, weiß ich nicht. Vielleicht wegen dem Ionensturm nicht, Andy. Keine Ahnung. You go first. What? Let me save your neck this time. No time to fight me on this. Get in there. Not on your life. Let's not let it come down to that. Na komm. Und runter. Haben wir das überlebt? We made it. Gut gemacht. They're safe. Gut gemacht. Bringing the Sith fully online. Do it. Rise of Duty, nächstes Kapitel. Nilly. I'm good. Help me with him. Let's get this off. Medical. Got one wounded at my location. Carter. You don't look so good. Halt durch, das wird schon wieder. You gotta be more careful. I just got here. Sonst fehlt mir der zweite I'm not ready to Hauptcharakter. see you two get blown to space dust just yet. Now let's get you down to sickbay. Great. Status report. The repair crew made it inside. EPS flow is back to nominal levels. The SIF is back up. How does this affect mission readiness, Mr. Ermot? Releasing the docking clamps using hull polarity minimized damage to the Resolute. We'll have some last-minute repairs to make, but if we reapportion some of the staff, we can make our departure on time. As of now, however, we are successfully moored to the station. Good to hear. Send updates to my ready room. Commander Rydek, with me. Ui, jetzt gibt es erstmal einen Einlauf, glaube ich.
You disobeyed my orders. Well? Respectfully, Captain, I made the right choice given the information You I had. disobeyed my orders! And not just in front of the bridge crew, but the Starbase staff as well. That's going to get around. My name's already tarnished around the fleet. But what is it going to do to my credibility on this ship? From the top to the bottom. Bridge to lower decks. Maybe I shouldn't have disobeyed a direct order, but you were wrong. You weren't on board, and you didn't have all the information. So I made the right decision for the ship. If you're worried about your credibility, put your ego aside and trust your crew. Uiuiui. Trust me. You might have won some fans on the bridge with that stunt, but not everyone. Lieutenant Commander Chovak has already bent my ear. I'm sure he doesn't take it personally. He'll get over it in time. Mr. Chovak is more complicated than he would want to admit. I guess we all are. And Du kommst drüber weg. if I'm being honest, I'm not sure what I would have done in the moment either. You never really know if you weren't in those shoes. So, let's just boil it down to you did what you had to. Thank you for understanding, sir. I'm sure no one knows the burden of command as well as you do. I'm sure you will, someday. Okay, er scheint sich wieder beruhigt zu haben. Despite it all, we got our final Starfleet clearance to depart. So if you'll fetch Mr. Ermont, we'll knock out the final details of any outstanding repairs, and we'll set out for Hotari. Yes, sir. Okay, fertig reparieren und dann auf ins Hotari-System. Wir müssen ja auch noch irgendwo den Diplomaten abholen, der mit soll. Da kommt er jetzt noch an Bord. All I ask is a tall ship. Alles, wonach ich gefragt hatte, war ein großes Schiff. All departments reporting full mission readiness. We've got our full complement on board. This is my favorite moment, right now. The start of a new mission is always full of possibility. The Orion Syndicate could sell it as a drug. Don't let the Admiralty hear you say that. Genau, es geht weiter, Echo. Ich denke mal, wir starten jetzt unsere Mission. Captain on the bridge. Sit. Sit, everyone. You all know, I'm not big on speeches. We're embarking on the first mission since our refit. Let's make it a good one. Disengage docking clamps. Docking clamps released. Thrusters ahead, Mr. Handar. Genau, die Centaur in die... That should do it. Set a course for the Hotari system. Prepare to go to Warp 8. Aye, Captain. Warp You 8? know what? You take this one. Was? Ich soll übernehmen? Me? Engage, do it oder make way. Da gibt es ja eigentlich nur eine Möglichkeit, oder? Energie oder engage. Engage. Aber hört sich lecker an, Andy. Kriegt glatt Hunger. Simple, but effective. Simpel, aber effektiv. Gut gesagt. Na gut, setzen wir uns mal.
Huch. Easy. Thank you. I'm fine. Really, You don't look so good. Na komm, was ist los? Ah, Dolridium-Monitoring. Ach, der zeigt mir mein Dolridium-Level an, den ich brauche, um zu überleben, oder? Der Ring, dafür ist er gut. Okay. Rot ist, glaube ich, nicht gut, oder? I have to get to sickbay. Go. Auf die Krankenstation. Ui, ui, ui. Commander, help me get her inside. Nicht mehr ganz geschafft. Well, that was quite a scare. A few minutes more and it would have been one of the shortest tenures on record for a first officer. Is that the engineer that was out on the hull? That storm did a real number on him, but he'll live. Just needs rest. You should worry about yourself. Your duridium levels got dangerously low and destabilized your cell structure. This is definitely one of the more memorable first days I can think of. My name is Dr. Aram Duval, Chief Medical Officer. To be honest, I've never met a Kobliad before. You're Rare. I know. I was going to say special. Your people's numbers have dwindled, despite the Federation's efforts to find a more readily available alternative to the duridium you need to survive. Yet you joined Starfleet and managed to thrive. I imagine the responsibility must be overwhelming. Maybe even a burden at times. Ich hoffe, der Text hat es erklärt, Harzer. Eine Rasse, die nicht so oft vorkommt und die brauchen zum Überleben einen bestimmten Stoff, der regelmäßig nachgefüllt werden muss, um das mal so vereinfacht gesagt auszudrücken. Die Sternenflotte sucht schon länger nach einer Möglichkeit, diese Abhängigkeit zu beseitigen, aber noch hat das nicht geklappt. I know what it means. And I know the responsibility that comes with it. But I can't be anything more than who I am. And if someone has a problem with that, or expects something else, then that's their problem, not mine. That's exactly right. And don't worry, I won't treat you like a science experiment. I just do the science and leave the experiments to Solano. You don't agree with his methods? I don't agree with his definition of acceptable risks. Ganz schöner Seitenhieb auf den The lives Captain. of your crew are at stake. My professional opinion is that the accident took a toll. More than he's willing to admit. He's overstressed, operating in the pressure cooker of his own mind. Which is never a good headspace when the lives of your crew are at stake. What concerns me is that now he's even further away from the thing he's been chasing his entire career. Breakthrough discovery. The major innovation. Something he can put his name on. The more the time passes and the further out of reach it gets, the more risk he'll be willing to take. I think after what happened, Captain Solano's learned his lesson. And whatever ambition he once had is on hold for a while. He may say that, but we'll see what happens. And I have to give you credit for what happened on the bridge. It took guts to defy a direct order. Huh. I guess word travels fast around here. It's a small ship, and everyone's curious about the new XO. Fortunately, your cell structure's almost completely stabilized. And I'll spare us both the lecture, but I do feel it's my responsibility to remind you, without regular infusions of duridium, you will not live. It's as simple as that. Understood. Then, my work here is done. Ja, regelmäßige Infusion oder ich sterbe. Das werde ich mir merken. Wusste ich wohl schon vorher, sonst hätte ich den Indikatorring nicht dabei gehabt. Lieutenant Bedrosian. I came to see if you were okay. We were all pretty worried on the bridge. No one knew what was happening. Sie hat sich Sorgen gemacht. Also wirklich ein großer Fan.
Die Antwort suche ich mir gleich aus. Ich lasse euch mal 120 Sekunden alleine. Aber vorher sei mir noch der Hinweis an ND gestattet. Wenn du mal ein gutes Rezept für Burger brauchst, unbedingt den Harzer fragen, weil das ist ja sozusagen unser Burger King. Bis gleich. So, da ist er wieder. Selbstverständlich ist sowas nicht als Beleidigung gemeint. So, thanks for coming. I'm feeling much better. Thank you. It's just part of who I am. You don't have to explain to me. I understand. I'm just glad you're okay. You trusted me earlier with the shields, and I appreciated that. I want you to know that I have your back. Thank you. Okay, sie steht auf jeden Fall unerbittlich zu mir, offensichtlich. Now, Er wird auch wieder wach. the emissions that gave you that burn are quite unusual, like everything else that goes with this storm. That's a combination of hyronolin and lectrazine to counter the radiation effects. That should help speed your healing. She's come by a couple of times to see you already. Be brief. Hallo, mir geht's gut. Und dir? It's good to see you awake again. I was starting to get worried. Not that you aren't in good hands with Dr. Duvall. You did take one hell of a shot, though. So, be honest. How bad do I look? You look rugged. Rugged. Okay, how about heroic? Millie was looking in on you too, by the way. But since it's just us right now, I had a chance to think about this while I was away. And I thought it was important that I just come out and tell you. Instead of tiptoeing around it. Or worse. It's okay, Miranda. You can tell me anything. I know that. Then come on. Just spit it out. I'm trying. Let me talk. What I'm trying to say is, we've been really good friends for a long time. But I got back here and I couldn't ignore it anymore. I want to see if there's more between us than just being friends. Na komm, ich fühle es auch. You don't have to explain it. I feel the same way. There is something between us. So, do you want to find out what that something is? If it's there for you, and it's there for me, why not give it a try? Die Freundschaft riskieren. Quatsch. Die Chance nutzen. Nutze den Tag.
Langsam angehen? Nein, absolut. Are you kidding me? I just said yes. I wanted to be sure I heard that right. Sorry to interrupt, but the patient needs to rest if he wants to get back to his old self. Of course. Eine Romanze gehört doch dazu, zu einer guten TNG-Geschichte, oder? Ich find's gut, wenn sowas auch dabei ist. Sollte nur nicht überhand nehmen. Aber so ein paar Szenen sind voll okay, oder? Genau, schnapp sie dir mal am Arm aufs Krankenbett ziehen, oder was hat sie? Cast Adrift, das nächste Kapitel. Approaching the rendezvous point outside Atari space. Helm, bring us out of warp. Dropping to impulse. Huch! Mitten ins Ionic Asteroidenfeld? interference surging, Captain. Klar. Shield integrity holding. We can take it. We are at the correct coordinates to meet the shuttle. Wir treffen irgendeinen Shuttle. Find us our diplomat. Ach ja, den Diplomaten abholen. Aye, Captain. Da war ja noch was mit der diplomatischen Let's Mission. reduce the noise. Filter out environmental signals. I can manually tune what's left for Federation signal types. Kapitel sind kurz. Die Frage ist, wie viele es gibt. Stört mich jetzt ja nicht. I've located the shuttle. Opening comms. On screen. Wenn man das natürlich mit anderen Telltale-Titeln vergleicht, waren die Kapitel ein bisschen länger, ne? Aber hier wird ja die Geschichte durchgehend erzählt. Also nicht in einzelnen Episoden, sondern in einer Gesamtgeschichte. Also ich finde, das passt. Won't get a transporter lock. It's just not happening. Power up the tractor beam. We'll pull them directly into the docking bay. Er stolpert auch noch vor sich hin. Diaz, you good to run the tractor emitter? Yes, sir. You sure? I'm sure. Come on, Diaz. First thing, lock onto the shuttle and stabilize the rotation. Okay, was? Shuttle anvisieren und dann stabilisieren. Achso, hier. We're pulling in debris. I'm on it. Was? Use the tractor beam to deflect the asteroids. Achso. Ah. Ablenken. Okay, was jetzt noch? That's gonna take out the shuttle. Here's the bridge. There's a large piece of debris headed for the shuttle. The tractor beam can't handle it. Can our shields take it? I believe so. Phaser? Commander Rydek, plot an intercept course. On it. Display, ich weiß es gerade nicht, Echo. Sieht aus wie ein Standard-Föderations-Shuttle für mich. So, Shield. Okay. Plot Intercept Kurs. Was? Okay, ab vom Kurs. Maneuvering thrusters bearing 53 Mark 17. 200 meters on an intercept course. Maneuvering. Star Trek Geräuschkulisse hat's er. Uff. Got it. Guten Abend, Sunshine. Schön, dass du da bist. I'm working hard on the bridge. Alles gut? So, Regfokus, Traktorbeam. So. Einmal reinziehen, bitte.
Das ist gut. Große Futterei hier gerade im Chat. Was gab's? Aha. Terra firma, so to speak. Ambassador Spock. Hallo, Mr. Spock. The captain will be right down to meet you, sir. In that case, I will wait for him here. Ich weiß noch nicht, ob ich das gut oder schlecht finde. Na, warten wir mal ab, wie sich in der Geschichte entwickelt. Willkommen an Bord. Well, let me be the first to say, welcome to the Resolute, Ambassador. Thank you, Petty Officer... Carter? Carter Diaz, sir. I am pleased to meet you, Petty Officer Carter Diaz. It appears I have... Ah ja, USS Excelsior tatsächlich. Your assistance arrived not a moment too soon, if I may say so. Well, it wasn't all me. I got some help from upstairs. Hört sich nicht schlecht an. Burgertag für alle scheinbar. We thought we were prepared for our arrival in Hotari space, but it is evident my craft was not sufficiently robust for such intense... Sollte vielleicht dazu sagen, ich hatte heute auch einen Burger. activity. The storm has been pretty intense. There was an element that was most unusual. Before you came to our aid, our maneuvering thrusters and impulse engines were rendered inoperable. So we attempted a short traversal at warp speed, only to find that we could not achieve warp at all, even though our diagnostics computer showed no faults or anomalies. What do you make of that? When all indications say that warp speed is possible, Konnten nicht auf Warp gehen? but in practice, we find it is not. Vielleicht liegt's am Sturm? Well, this storm is one of the strangest phenomena we've ever encountered. It's disrupted other systems. Who knows what it might do to a warp drive? Yes, it would seem further investigation is called for. Take readings, run some additional diagnostic checks, and we'll get to the bottom of this. Quite logical, Petty Officer Diaz. Thank you. Ambassador Spock, Excuse me. I'm honored to have you aboard. I'd like to get right to it. We're already behind. Above Skies? Oder nee, wie heißt das? Sunshine? Ich meine, ich hätte es gesehen. Wenn es das ist, hat keinen schlechten Eindruck gemacht. Provocation to War. Na, da hört es dann schon mit der friedlichen Mission wieder auf. Hallo Turtle 40, grüß dich. Schön, dass du da bist. Ambassador Spock, my senior staff. No, hat er. Gib Gas. It's not every day that a captain gets to welcome a Starfleet legend aboard. You flatter me, Captain Solano. But legend implies the past tense, whereas I am very much focused on our present circumstances. I didn't mean to suggest you were stuck in the past. You're right, Ambassador. Not the most diplomatic choice of words. Your experience comes from the past. But our present situation calls for it. True enough. We were hoping you could fill us in on the details. Okay, Missionsdetails bitte. From Starfleet. Two formerly peaceful neighbors are now on the brink of war. Indeed, and the tension between them grows fiercer by the hour. Okay, jetzt muss ich mal genau zuhören hier. Lydia and Hotari. Bestimmt Sunshine. The Lydians are the more advanced species. They made first contact with the Hotari over a century ago. This is Tau, the Hotari moon. It is rich in dilithium, and for decades, the Hotari and the Lydians have shared a mining operation there. The Lydians provide the technological resources,
while the Hotari have served as the labor force. The stability of that arrangement was the source of their peace, until recently. The Hotari have suddenly and forcefully seized control of the mining operations and expelled the Illidians from their system. That is the official story, as told by the Hotari when they requested Federation mediation. Okay, offizielle Story. Die einen haben für die anderen gearbeitet und die für die anderen geschuftet haben, haben jetzt aufbegehrt. So zumindest mein Verständnis der Situation. Ich lasse mal das Briefing jetzt zu Ende durchlaufen. But the details remain scant. Communications between all parties have been limited by the ionic interference. How is it the Hotari were able to turn the tables and take the mines against superior forces, especially after decades in this arrangement? Unclear. The answer to that question may be the key to a new, lasting peace, and one that I hope we can uncover during these negotiations. But it is unlikely the relatively primitive Hotari forces would stand a chance against the Illidian fleet if this escalates to open war. Left unchecked, this conflict will result in more bloodshed, which is what we are here to prevent. And the dilithium trade hangs in the balance. Clearly, the Hotari have been exploited in this relationship. Maybe we can persuade them peace is the more profitable alternative for everyone. They both profited from the mines. And for the Hotari, something is better than nothing. Peace is our objective, after all. That is correct. We can call it profitable or mutually beneficial, but at the end of the day, the Hotari are still being exploited for their own resources. True peace is not merely the absence of war. And as such, this conflict will surely come again. Neither the Illidians or the Hotari are members of the Federation, so we can't make them do anything. There is an additional complicating factor I should mention. In the past, the Federation has relied on the Illidians as a source of dilithium. Oh. That certainly changes things. Federation sources its dilithium from a lot of places. Yeah, and this is one of them. Schwierig. Also wir sollen zwischen den Hotari und den irgendwas habe ich jetzt vergessen, vermitteln. Die einen beuten die anderen aus. Die ausgebeutet wurden, haben jetzt aufbegehrt. Aber die Föderation hat mit den Unterdrückern in der Vergangenheit zusammengearbeitet, weil sie eine Quelle für die Lithium gewesen sind. Tja, this gives us leverage. We won't be trusted, so I guess we are culpable. Ja, wahrscheinlich wird uns nicht getraut werden, nehme ich an. That means the Hotari have no reason to trust us. I wouldn't go that far, Commander. We are completely neutral in this matter, on neither one side nor the other. Neutral, naja. Suggestion otherwise would compromise our position. Given the Federation's involvement in the Illidium dilithium trade, Captain Solano and I must make every effort to appear neutral in these negotiations. What worries me is if this whole thing unravels and we're at the mercy of the storm at less than full strength. We can't let it come to that. Considering what the ion storm has done to our ship and the Ambassador's shuttle, we have to assume the Illidian fleet has had problems with it as well. This recent surge in the energy disturbance temporarily levels the playing field. Commander Westbrook is correct. The energy anomalies around the Hotari systems have been noted in the past. But they have never been observed on the orders of magnitude we have seen in recent weeks. That may answer why the Hotari were able to strike back after so long. They finally had an opportunity, and they took it. That would also explain the Illidians' restraint. And reason to learn as much about the energy anomaly as we can while we are here. We do not want to be caught at a disadvantage of our own. So I trust we understand our circumstances. We're operating on a strict timetable here, and we're going to be leaving for the negotiations shortly. Commander Westbrook, I want you to leverage our systems to investigate the anomaly from here while we're gone. Aye, Captain. Thank you all.
Dismissed. I want to speak to both of you privately. Wäre möglich, Andy. Auf jeden Fall haben die Unterdrückten die Chance genutzt, dass der Sturm die Schiffe der Unterdrücker offensichtlich auch lahmgelegt haben. Ob sie ihn möglicherweise selber verursacht haben, finden wir bestimmt heraus. Ambassador Spock, I'd like to make a formal introduction. My first officer, Commander Jara Rydek. Commander, as you are aware, there are limits to what Captain Solano and I can do in our official capacity as representatives of the Federation. But someone in an unofficial capacity, your first officer, for example, would not be bound by those restrictions. Commander Rydek could ingratiate herself to certain parties behind the scenes, where they may be more candid in revealing information that could lead to a resolution. She certainly goes her own way. Maybe that helps in this case. It would be unconventional. Während der Captain und Spock eingeschränkt sind in dem, was sie tun können, könnte ich quasi inoffiziell Dinge tun und noch mit anderen Leuten sprechen, aber ich komme doch auch von der Sternenflotte. Ich bin dann inoffiziell, obwohl ich mit zur Delegation gehöre. Würde mich geehrt fühlen, was immer nötig ist. Ich bin kein Diplomat, sondern Commander. With all due respect, Ambassador, I'm not a trained diplomat. That's exactly what we're going to leverage. I began my time in Starfleet as a science officer, not as an ambassador. We must be adaptable in the line of duty. Well, I hope Commander Rydek will have more luck finding out what really happened than we will through official diplomatic channels. The fate of the negotiations, the interests of the Federation, and the prospect for peace may very well depend on it. Okay, der Frieden hängt von uns ab. Die beiden machen Diplomatie und ich mache den Rest im Hintergrund. Vielleicht die Cowboy-Diplomatie. Wir werden sehen. So, sind wir denn hier im Hotari-System schon? Navigationskomplexitäten. Gut. Wir sind vielleicht noch nicht ganz da. Mr. Diaz, I understand you have already discussed the warp drive failure with Ja, Ambassador der Warp-Antrieb Spock. funktioniert hier nicht. It is imperative that the Ambassador's shuttle be flight ready. I need you both to ascertain the root cause of the system failures he encountered. I'm surprised, Commander. I thought you would have wanted to work on Ambassador Spock's shuttle yourself. I respect the Ambassador and his many accomplishments, but I do not derive any satisfaction from interacting with his shuttle as if it were somehow transubstantiated through its association with him. Especially when I have the entirety of this starship to concern myself with. Ja, irgendwas. Ich werde es tun. Macht Ihnen irgendwas Spaß? Oder dies ist nur ein normales Shuttle? Kommt, was sagen wir dem Vulkanier? Der hat ja eh eine schlechte Meinung von uns. Ich kann mich jetzt hervorstellen und sagen, ich mach's. Ihn fragen, ob ihm irgendwas denn Spaß macht. Oder sagen, es ist nur ein normales Shuttle. Was meint ihr? 1, 2 oder 3? Diesmal nehme ich den ersten, der... Turtle. Mit Do you enjoy anything? Wahrscheinlich wird uns das nicht gerade beliebter machen in seinen Augen. Okay. Echo sagt auch was. It's just a normal shuttle. Und gleich schreibt noch einer 1 und dann haben wir genau dasselbe wie vorhin. Es ist natürlich provokant, einen Vulkanier zu fragen, ob ihm irgendetwas Spaß macht. Oder ob er irgendetwas genießt. Andererseits könnt ihr auch einfach logisch darauf antworten. 1 meintest du, I won't do it. Warum alles auf Englisch ist, Andy? Weil sich kein Deutsch einstellen lässt. Französisch und Spanisch gibt's noch. Also auch keine deutschen Untertitel.
Okay, komm, ich bin mal leicht provokant. Als Vulkanier müsste er damit ja umgehen können. Sie haben Gefühle, aber sie kontrollieren sie nur, das stimmt. Ich frag mal. Commander Chevok, is there anything you do enjoy? I take pleasure in the satisfaction of a job well done. I suggest you try it sometime. Make note of any abnormality. Was für ein A. Carry on. Er hat Spaß daran, wenn ein Job gut erledigt wird. Ich sollte es mal damit versuchen. Couldn't have been. Scherz? It Nein. seems like he's warming up to us. Yeah. Even Chevok has to look at that face and know you've earned some real respect. And I have to admit that I owe you one. You were right to make me go first. I don't know what I was thinking. You did the smart thing. Yeah, I did pretty great out there. So don't you forget it. I have a feeling you won't let me forget it. I'm not gonna have to do a damn thing to remind you. Come on. Let's get to the bottom of this. Den werden wir wahrscheinlich nicht zu sehen bekommen, würde ich mal vermuten, Echo. Ready to go? All set. Let's run the diagnostic. Okay, diagnosen wir mal das Shuttle. So, I know about your talk with Miranda. You do? She sent me a Priority 1 dispatch right after your conversation. I'm happy for you. Both of you. Thanks. But I'm only going to tell you this once. Don't screw this up. Versaus nicht mit Miranda, ja. I'm happy if you tried this out and then, I don't know, 6 weeks or 6 days later, I have to start splitting holidays between the two of you. All because things went south and you're not on speaking terms. Ja, Spock war That schon eine just isn't Überraschung. gonna work for me. And I know you'll respect that. You really don't believe in me, huh? It's not you. Or her. Just running the numbers, and things don't work out more often than they do. I like my friends, and I like our group. I don't want to lose that. Is that thing done yet? Yeah, it's wrapping up. Let's see. The relays along the primary EPS are blown. The backup relays are all intact. An EPS overload from the warp drive could cause that. But how did the shuttle end up dead in the water? Huh. Well, maybe the ship's data recorder can tell us something. An was erinnerst du dich von Bridge Commander, Andy? Ich hab's gerade nicht mehr so auf dem Schirm. Okay, gucken wir uns mal den Flugschreiber an. Here. They were only about 8 minutes from their plotted warp point. No faults, just those warnings. What are they? There was a complete warp cascade failure. Wow. They're lucky the shuttle didn't turn inside out. Makes me think the computer panicked on the warp field equation. The warp field became inverted suddenly. I've seen this happen when the center warp coil cracks. A cracked warp coil throws a fault code. Still, we should take a look. Subspace variance out of tolerance. What does that mean? It means the main navigation array lost sight of space somehow. Will the array going offline cause that? Yes, but it should have also thrown a fault code. Any one of these failures should have thrown a fault. If it was caused by a system failure. None of this caused the relays to blow. Roll forward to when that happened. Yes, ma'am. So here, they take a moment to get their bearings and they attempt to re-engage the warp drive. There. That's the relays blowing. And look, there's another warp system alert. Okay, danke, All the Andy. same. Subspace variance out of tolerance, or warp inversions. Finally, there's a complete warp cascade failure. Then it's one of two things.
Either a warp coil is cracked or the navigation array is offline. That makes sense. Divide and conquer. You want to check the warp coils or the navigation array? I'll check the other. Let's not overcomplicate this. One of these systems is likely broken. Okay, irgendwelche Systeme sind kaputt. Gut, wir gucken mal. I'll check the nacelles for a cracked coil. So, Recorder benutzen. Mit Recorder kann Dinge aufzeichnen, analysieren. Okay, den Recorder zu benutzen deckt Sachen auf, die man bisher nicht gesehen hat. 2 drücken, um den Recorder auszurüsten. Linken Mausknopf, um glühende Objekte zu scannen. Man muss nah an einem Objekt dran sein, um es zu scannen. Okay, und irgendwie kann ich erkennen, ob ich zu weit weg bin. Okay. Genau, Recorder. Okay, jetzt Box Shuttle untersuchen mit dem Recorder. Gut. Ach. Power. Was? Data Sense. Device Input. What? Okay. So, einige Objekte, die man scannt, werden einen Deep Scan aktivieren. Mit einem Deep Scan mit Q und E zwischen verschiedenen Scan-Modi hin und her wechseln. Genau, kleine unbekannte Lebensformen scannen. So, the mode indicators in the recorder will blink if there's an object to find in that mode. When you have scanned all objects, the frame will change color. Hold, rechte Maustaste, um Data-Analyse zu beenden. Okay, keine Ahnung, wir gucken mal. Achso, mit Q und E. Ach, hier kann ich hier unten umschalten. Strahlung, Chemie, Biozeichen. Warte mal. So, Start der Static Field. In the standby state, warp coils produce a residual electromagnetic field. No deviations detected. Okay, Scan-Modus. Chemical. Okay. Polyferrane Disposite. The leading coils show evidence of routine maintenance to repair micro-operations from neutrino interactions. So, gibt es auch noch irgendwas Bio zu scannen? So. Coil Cluster. The center coils guide the warp field through its focal event. Maintaining a collimator thrust vector, no fractures detected. Nun sieht doch alles gut aus, oder? Rechten Mausknopf zum Scan beenden. I checked every coil on the port nacelle for imbalances. If any coil in either engine were cracked, I would have detected it. So, it must be the navigation array. Except it's not. Checked and double-checked. Well, the readings don't lie. Here comes the security detail for the way team. Hey. Hey. I'm not here. I'm not here. We're escorting the negotiating team to the surface as soon as they come down from the bridge. I don't want to interrupt some important work. I was just hoping to see you before I go. The captain and the others will be here any minute now. Should be an interesting ride down to the surface. Come on, I'm never too busy to make time for you. That's not true. No, but I am glad you came by. Now that's more accurate. I gotta be precise with you, huh? Hey, Maris. Aren't these those button pushers you're always hanging out with? And you're the phaser jockeys we always beat in Parisi squares, right? All aboard for Hotari. That another one of the captain's railroad things? Gotta be.
I just usually zone out by the time he gets to the whole steam engines were the warp drives of their day part. Catch y'all later. You don't want to miss your train. Ein Dampflokomotiven-Fan, der Captain. I do have to go. Not gonna lie, I'd rather not leave right now. More important things on my mind. Nein, nix gegen alte Dampfresser. Und Land-Dreadnoughts und alles, was mit Steam angetrieben wird. That was nice. Yeah, it was. Save some of that for when I get back. Willkommen zurück, Harzer. You got a deal. Be seeing you. Okay, dass das positiv ankam, habe ich mir gedacht oder gehofft. If you could float back down to reality, we still have a ways to go. Bitte kommen Sie zurück in die Realität, ja. Bin schon da. All right, where were we? So, the warp coils in the navigation array are fine, but the nav computer doesn't seem to think so. I'm out of ideas short of field stripping the shuttle from bow to stern. You wanna take this out of the shuttle and throw it on the bench? Oh, real hands-on maintenance. I like it. Okay, the nav computer is patched into the ship. The ship's computer can double-check our work. If the shuttle's nav computer is putting out false data, we'll know it. Let's run through the shuttle's logs again. Running now. Okay, da wissen wir ja schon, dass was nicht funktioniert hat. Warp field inversion and a cascade failure. However, the Resolute computer doesn't show the same subspace variance. We're in the same conditions that the shuttle was in when it failed. Why wouldn't the ship's computer get a matching result? What if the subspace variance was a momentary occurrence? That's a possibility, and it would explain why the simulation under our current sensor readings failed to reproduce the issue. But a subspace anomaly strong enough to cause a warp field collapse would leave graviton ripples for days. Let's run with the momentary subspace variance theory for now. Roll forward to the shuttle's attempt to re-engage the warp drive. We need the conditions of space around the shuttle at the moment of warp failure. Resuming simulation. Okay, setzen wir die Simulation mal fort und gucken mal, ob wir den Fehler irgendwie finden können. Warum konnte Shuttle nicht auf Warp gehen? Error in warp field calculation. Cochrane formula variables are out of range. That right there. Take the shuttle sensor data from that moment. Computer, why did the warp field calculation fail? Warp field pressure returned non-orthogonal. Results are undefined. That doesn't help. Wait, what if we use a different ship? Put the Resolute into the simulation instead of the shuttle. Yeah, it should warp just fine. Unless... Hallo Fuzzy, grüß dich, schön, dass du da bist. Computer, run the simulation with the Resolute. Okay, jetzt machen wir dieselbe Simulation nochmal mit der Resolute. Give me manual control on the warp power. Okay, manuelle Kontrolle über die Warp-Energie. Gut, probieren wir es mal. Static field intensity, warp 1.1. 1.2. 1.3. Warp pressure is destabilizing. Error in warp field calculation. The warp drive has experienced a system-wide cascade failure. Warp field collapsed. Subspace variance is out of tolerance. Cochrane formula results are undefined. Bingo. What-o? The same moment when the shuttle failed to warp, so did the ship. Whatever happened to the shuttle just happened to us. The Resolute will not sustain warp. Okay. We can't leave Hotari space. Wir können aus dem Hotari-Raum nicht weg, weil nichts kann auf Warp gehen, auch nicht unser Schiff. Das ist erstmal ungünstig, aber wir haben eine Mission vor uns, die wir zu erfüllen haben. Okay, das scheint... Ist das der Planet? Ist das der Mond? Ist das Hotari?
Entdiedigt eine Falle. Na, mal schauen. Seat of Power. Na, das wollen wir uns natürlich noch angucken hier in dem Angespielt. Captain Solano, welcome to Hotari. We are honored you've come. My name is Tyler Saltaris, Minister of Diplomatic Affairs. The honor is ours, and this is Commander Jara Rydek, first officer aboard the USS Resolute. You'll find she has a keen mind and unique insight into the dynamics between the Hotari and the Lydians. We are honored to be here as representatives of the Federation. I'm so glad. These must be the representatives of the mighty Federation, the reigning authority in the galaxy. Or so we've been led to believe. Whether that's true or not remains to be seen. Hallo Captain Lutz, grüß dich, schön, dass du da bist. But either way, we're grateful you've made the time to come to our little corner of the universe. And you are? This is Galvin, and this is Citron, the heroes of the revolt in the mines. Die Helden der Minenrevolte. Und das ist dann wohl die Unterdrückerpartei. Let's hope this is the last time we ever have to come here. Freundliche Stimmung auf jeden Fall. Nicht. I think we're about to begin. Did you hear the arrogance from that guy? I don't know what we're walking into here. But that guy was something. Something about his tone tells me this won't be easy. That was my sense as well. I doubt he speaks for all of Hotari, so I would urge patience until we speak with their queen. Okay, mit der Königin müssen wir noch sprechen. Also ich glaube, das sind hier revoltierende Unterdrückte und die Unterdrücker, mit denen wir es hier zu tun haben. Eine unterstützende Partei der Hotari sehe ich hier momentan noch nicht. Aber vielleicht täusche ich mich. Wir werden es gleich rausfinden, denke ich. Ambassador Spock, welcome to Hotari Prime. The honor is mine, Your Majesty. That the Federation would send one of their most respected representatives is not only an honor to the Hotari people and their queen, but a recognition of our stature and importance. Let's get on with it, shall we? With all due respect to the Federation and their ambassador, they have no authority here. We are not members of their alliance. We are not subject to their rule, nor yours. We demand the immediate return of all mining operations to Lydian control, as it has been for centuries and will be for centuries more. That has always been our understanding. That understanding has changed. Then you invite war. And if you cannot remain silent, you will be silenced. But his point is well taken. What is the Federation's interest in this matter? Perhaps you would have us trade one oppressor for another? The Federation remains neutral. Our only interest is the peaceful resolution of this conflict. We are here at your request, Your Majesty. For now. Saying this wouldn't be easy was an understatement. I thought they wanted us here. Was there something you wanted to say, Captain? Oh, no. My apologies. And what about the Kobliad? She's not part She of... can speak for herself, can't she? Then let her. Okay, jetzt muss ich was sagen. Obwohl der Captain nicht will, dass ich etwas sage. Now then,
What is your name? Commander Jara Rydek, Your Majesty. Being a Kobliad, you would know better than anyone. Your people suffered brutal treatment at the hands of the Cardassians. Their injustice towards the Kobliad is as unimaginable as it is unforgivable. Not unlike how we have been treated by the Alidians. As much as they'd have you believe they are the victims here, remember it was the Hotari who attacked us. Hundreds of innocent Alidians were slaughtered without mercy in those mines. The blood is on their hands, not ours. Quiet! If after all the Kobliad suffered, you finally had the chance to right that wrong, to get out from under their control, would you take it? Or would you negotiate a peace? Ja, das ist eine Fangfrage, oder? Die Hotari und die Alydianer. Die Hotari fragen mich, da unser Volk ja von den Cardassianern unterdrückt wurde, wenn wir die Chance oder wenn ich die Chance gehabt hätte, an dieser Unterdrückung etwas zu ändern. Tja, I would right the wrong, I would seek peace. Ich kann darüber nicht spekulieren. Na, ich sag mal, ich würde mich um Frieden kümmern. There is no remedy for what the Kobliad suffered. And I fear who we might have become in pursuit of it. There is no justice if the oppressed become the oppressor. So I would willingly accept a peaceful resolution if it were offered. That is the real opportunity. Wir versuchen natürlich, Frieden zu bekommen. Commander Rydek. Perhaps. Unfortunately, that was not the case, was it? No, it was not. Peace is often elusive to those who need it most. The Federation is the most powerful, most advanced alliance in the galaxy. It's widely known we have an abundance of dilithium in our mines. And it's in your interest to secure a steady supply. Your Majesty, if I may. Ambassador Spock would have us believe you're here as a neutral party in the interest of peace. So why are you really here? I want the truth, not your Federation rhetoric. Ja, wir sollen die Wahrheit sagen. Weswegen sind wir wirklich hier? Natürlich, wie wir wissen, geht es auch um das Dilithium, was wir immer von den Alydianern bekommen haben. Aber wahrscheinlich wäre es egal, wer an der Macht ist. Wir könnten ja mit beiden Handelsbeziehungen haben. Gehe ich zumindest mal von aus. Nein, Hansa, es gibt nichts Neues zum Thema deutsche Sprache, zumindest nicht, dass ich wüsste. Also wir wollen nur Frieden, wäre wahrscheinlich geheuchelt. Ich könnte auch sagen, ich will dazu nichts sagen, aber ich denke, wir sind hier mal ehrlich und sagen, die Lithium ist durchaus auch ein Faktor. Wenn auch vielleicht nicht der ausschlaggebende. Gut, ich bin Commander, kein Diplomat und kein Politiker. Also, die Lithium ist auch ein Faktor. It's possible the Federation has an interest in both peace and securing a steady source Genau, of in energy. beiden. One does not preclude or prevent the other. But that's just my personal opinion. Given the Federation has done business with the Alidians for decades, I would agree. It's entirely possible, if not highly likely. Gut, wir stimmen noch halbwegs What they haven't überein. said but cannot deny is a simple truth. The dilithium trade would not and will no longer exist without Alidian involvement. We created it for the benefit of everyone, especially the Hotari. We've given them warp technology. We've let them share in the profits. We've made their lives infinitely better than before dilithium was discovered. All of that goes away if the Federation turns a blind eye to their treachery. That is enough of your lies! The Hotari are quite capable of running the mines. We've done so for centuries. So tell me,
Who deserves control of the dilithium trade and the mines on Tau? Who should the Federation recognize? The Hotari or the Alidians? Ach du Schande. Only be one or the other, not both. Ich muss mich entscheiden. Tja, von welcher Seite ich denke, dass sie hier die Kontrolle ausüben sollten. Das ist schwierig. Also, die Alydianer waren ja sozusagen, das sind immer solche Entscheidungen, genau, die Unterdrücker der Hotari. Ich weiß nicht, ob sie ihnen wirklich Gewalt angetan haben, aber sie haben ihnen offensichtlich Technologie gegeben, Warp-Antrieb, Schiffe, hatten aber die Kontrolle. Die Hotari haben in den Minen das Dilithium abgebaut und die Föderation hat mit den Alydianern Handel betrieben und das Dilithium bekommen. Jetzt gab es diesen Sturm, entweder natürlicher Ursache oder nicht. Und da haben die Schiffe der Alydianer nicht funktioniert. Deswegen haben die Hotari einen Aufstand angezettelt und in den Minen Hunderte von Alydianern getötet. Wem die Minen gehören, weiß ich nicht genau. Ob die Alydianer die Hotari dahin geschafft haben, um den Minen zu arbeiten, oder ob die Alydianer das Dilithium auf dem Planeten entdeckt haben und dann gedacht haben, okay, da können die Hotari für uns arbeiten. Und ob das vielleicht, die machen das ja schon seit Generationen, dass sie da das Dilithium abbauen, oder ob das vielleicht doch auch einvernehmlich war, das ist nicht so einfach, das zu entscheiden. Danke gleichfalls, Andy. Schön, dass du da warst. Ja, wir werden uns hier jetzt sicherlich mal mehr als nur ein paar Minuten mit dieser Problematik hier mal herumschlagen müssen. Weil das würde ich gerne argumentativ mit euch Zuschauern auseinandernehmen, weil ich denke, wenn diese Entscheidung wirklich einen maßgeblichen Einfluss auf den Spielverlauf oder vielleicht auch auf das Ende hat, ich weiß es nicht, dann ist das sehr relevant. Allerdings ist es ja auch so, dass wir ja hier nach einer inoffiziellen Meinung gefragt werden. Ich weiß es nicht. Ich habe ja auch nicht die Option, nichts zu sagen. Also in anderen Telltale-artigen Spielen, will ich mal sagen, das habe ich ja am Anfang schon mal gesagt, ist es auch immer mal eine Option gewesen, gar nichts zu sagen. Und diese Option gibt es in diesem Spiel einfach nicht. Ja, ich freue mich auf Argumente und Meinungen. Natürlich, wenn es geht, spoilerfrei. Da wäre ich sehr verbunden. Tja, liebe Zuschauer, was meint ihr? Wählen wir die Hotari oder die Alydianer? Ich lasse euch derweil mal 90 Sekunden mit diesen Gedanken alleine und dann treffen wir gleich gemeinsam diese Entscheidung. Okay, da bin ich wieder. Ob es weitere Infos zu den Morden an den Alydianern gibt? Naja, wir wissen, was die Alydianer gerade gesagt haben. Hunderte von Unschuldigen wären in den Minen gestorben. Die Hotari widersprechen nicht, dass da was passiert ist, bezeichnen die Alydianer allerdings
als Lügner. Also ich glaube schon, unterm Strich, dass Alydianer in den Minen zu Schaden gekommen sind. Allerdings weiß man auch nicht, ja, man weiß auch nicht so genau, was die Alydianer da über Generationen gemacht haben. Also was man weiß ist, dass die Alydianer, die Hotari, mit Technologie versorgt haben, sich möglicherweise auch um sie gekümmert haben ein bisschen. Sie haben ein unterentwickeltes oder technologisch unterentwickeltes Volk weiterentwickelt, was die Föderation aber ja zum Beispiel nicht tun würde, wegen der obersten Direktive. Keine Technologie an Gesellschaften ohne Warp-Antrieb. Also haben sich die Hotari ja irgendwie mehr oder weniger nach dem Willen der Alydianer entwickelt. Und wenn die Hotari für einen Aufstand warten mussten, bis die Schiffe der Alydianer nicht mehr funktionieren, könnten die schon auch gewaltbereit gewesen sein, um die Kontrolle zu behalten. Ja, also vielleicht waren die unschuldigen Alydianer dort nicht so schuldig. Die Frage ist, wie schlimm die Unterdrückung war. Über Generationen. Kirk hat sich kaum an die Direktive gehalten. Na gut, der ist gerade nicht da. Wir sind jetzt hier. Wir sind in diesem Fall die Sternenflotte und die Föderation und müssen diese Entscheidung nun treffen. Ob die endgültig ist, ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Aber jetzt müssen wir auf jeden Fall erstmal was sagen. Ich tue mich schwer, aber ich weiß natürlich, wir müssen eine Entscheidung treffen. Man kann hier, by the way, soweit ich das gesehen habe, auch nicht, jetzt gucke ich gerade mal, eine dritte Antwortmöglichkeit. Ich komme auch gerade in kein Menü rein. Ich glaube, man kann auch gar nicht abspeichern oder ein Kapitel neu starten oder so. Man muss wohl mit der Entscheidung leben. Also, dass die Alydianer wahrscheinlich eventuell nicht so unschuldig waren. Naja, wenn alles nach dem Willen der Hotari gelaufen wäre, dann müssten sie jetzt nicht aufbegehren. Aber es kann natürlich auch sein, dass sie bereitwillig die Technologie der Alydianer genommen haben und jetzt einfach nicht mehr wollten und dann Gewalt angewendet haben. Es könnte auch gewesen sein, dass die Hotari versucht haben, mit den Alydianern zu verhandeln, die aber nicht gesprächsbereit waren. Das sind aber, jetzt bin ich sehr, 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 sehr spekulativ. Aber rein gefühlsmäßig mit den Informationen, die ich habe, würde ich wahrscheinlich die Hotari wählen. Dass sie vielleicht, meint der Harzer, in den Minen dermaßen unterdrückt und missbraucht wurden, dass sie keinen anderen Ausweg mehr gesehen haben. Also sie könnten den Sturm natürlich auch noch selber verursacht haben, was aber vielleicht auch legitim dann ist, wenn man sich wehrt. Ja, ich tendiere momentan, wenn keiner noch andere Argumente hat, tatsächlich auch zu den Hotari. Der Harzer scheint auch in Richtung Hotari zu tendieren. Ja, hat noch jemand eine Meinung? Entweder für oder gegen die Hotari oder für oder gegen die Alydianer. Also egal, was wir jetzt entscheiden, so hundertprozentig safe ist die Entscheidung so oder so nicht. Also ich sehe die Tendenz zu den Hotari momentan. So, ich würde noch mal ein halbes Minütchen warten, ob es noch Meinungen gibt. Ja, genau. Wenn man sich das mal so vorstellt, man steht in echt da. Glücklicherweise ist es ja nur ein Spiel, ist trotzdem schwierig. Okay, aber um es nicht bis ins Unendliche rauszuzögern, wähle ich die Tendenz Hotari. In 3, 2, 1, ja, und 1. Los. If I have to choose only one, then it would have to be the Hotari.
Well said. How could the just and wise Federation make any other choice? This is an outrage. The Federation has lost all credibility. The mines are ours. Lydia will not be deterred. We will take back our mines by any means necessary. Then you will see more blood spilled. I am more than willing to address your concerns, Your Majesty. Yours as well, Representative. But I suggest we could have a more productive conversation with a smaller group. Perhaps only the most essential representatives. I suppose there is some sense to that. Ja, irgend sowas musste kommen, ne? Ob die Reaktion anders gewesen wäre, wenn ich mich anders entschieden hätte? Vielleicht. Aber es wird ja weiter verhandelt, offensichtlich. Ja, wahrscheinlich hätte sich dann einfach nur die andere Seite dann mit Blutvergießen gedroht, wenn ich die andere Antwort genommen hätte. You make nice with the locals and see if you can get some answers. We need to find out why the Hotari are so willing to risk war. What happened in those mines? Okay, wir sollen rausfinden, was in den Minen passiert ist und warum die Hotari bereit sind, Krieg zu führen. The captain and ambassador have it handled. I've got my own mission. Okay, meine eigene Mission. Mit allen ein bisschen sprechen im Flaggensaal. Soothing. Okay, mit allen kann ich nicht sprechen. Aber mit ihm hier. Mit Sidron. Dann erzähl mir mal ein bisschen was, bitte. Commander. Boah, der ist aber groß. I'm glad you've chosen to side with the Hotari. I knew the Federation would see through the Illidians' baseless claims and protect the interests of my people. Ihr habt genug gelitten, die Illidianer gehen nicht weg und ich bin auf keiner Seite. Ich relativiere es mal ein bisschen mit, ich bin auf keiner Seite. To be clear, I'm not on either side of this conflict. Our only interest is peace. I will keep that in mind. I assume you were there the day the mines were seized from the Illidians. Not seized. Reclaimed. Zurückgefordert, okay. To their rightful owners. Yes, I was there. We had to be decisive. Before the Illidians could even realize their worst nightmares upon them. Did you have help from someone else? Hotari stands alone against the Illidian forces. We don't need help from anyone. They respect one thing above all else, and that is force. The greater the force, the more certain the outcome. Any talk of making peace is just that, and worth little without the strength to secure it. Which makes me wonder about your ship, the Resolute. Undoubtedly the Federation's finest warship. Ready to contend with anything the Illidians might have in store. Or is that not true? Maybe I've misjudged it. No need to worry. Even in a worst-case scenario, the fleet is always within reach. But it would probably take them quite some time to get here. Maybe. Or we might have other ships in the sector. Of course. Sidron,
A pleasure meeting you, Commander. I'm sure we'll cross paths again. Ja, na klar, mit Sicherheit haben sie gelitten. Gar keine Frage. Also für mich keine Frage. Aber vielleicht steckt auch noch mehr in dieser Geschichte. Commander Rydek, I'm encouraged to see the Federation supporting my people. I'm afraid of what might happen without your help. I'm glad to hear it. I just hope you're not the only one who feels that way. I apologize for that. These are unusual times, to say the least. Much is changing. I saw you speaking with Sidron, our national hero. I'm curious, what did he say? He seems to be of the opinion that negotiating for peace is a waste of time. Because force is the only blunt instrument he understands. He's a minor, not a diplomat. For the first time in our history, the Hotari have the upper hand. We see ourselves as strong instead of downtrodden. New voices have risen up. Old voices shouted down. Galvin and Sidron have become national heroes. Now, they have the Queen's ear. Better or worse, depending on your perspective. Ja, ein bisschen was Tempelartiges hat's Echo. Tarzan meine ich. Mensch, schon verwechselt. I get the sense you don't exactly trust them. I don't trust their instincts, which are leading us to war. Okay, nicht alle wollen Krieg. My fear has been that the Illidians will launch an attack and crush us. You've seen their starship, no doubt. They could have retaken the mines whenever they wanted to, but it never happened. And as strange as this may sound, I'd almost say they're afraid. I just don't know what they're afraid of. It's still the same bluster and bravado you would expect from them. Okay, die Lydianer hätten die Minen jederzeit zurückerobern können und sie hat irgendwie das Gefühl, die Lydianer hätten vor irgendwas Angst. Sie weiß nicht vor was. Ja, aber wenn ich das richtig verstanden habe, können sie es doch nur deswegen nicht machen, weil der Ionensturm die Schiffe beeinträchtigt, oder nicht? Do you think it has something to do with the ion storm? Right now it's stronger than ever, isn't it? It's entirely possible. I'm not a scientist, but I do know the storm has knocked out all kinds of systems. So maybe the Illidians weren't willing to risk their ships, given all the interference. Since the day of the revolt, Galvin has seized control of the mines and restricted all access. No one's allowed without his personal authorization. And they've taken over a section of the palace with just as much secrecy and security. I'm told it could be something they brought back from the mines. I've made inquiries, but everyone pretends it doesn't exist. I strongly suspect they're hiding something. Stimmt, hätte ich auch antworten können auf die Geschichte, dass es ein tapferes Schiff ist und wir das schaffen. Allerdings gegen die ganze alydianische Flotte vielleicht eher nicht. Deswegen habe ich den Bluff gewählt. Die Flotte ist in der Nähe, wird sie bestimmt nicht sein. Dann ja, vielleicht steckt da eine dritte unbekannte Macht dahinter. Ausgeschlossen ist das nicht. Ich gehe auch davon aus, dass es noch irgendeine interessante Wendung gibt. Das wäre jetzt auch zu einfach. Dann würden wir ja jetzt zu Ende verhandeln und dann wäre die Mission vorbei und das Spiel auch. Die Sys-Harzer, naja, mal gucken. Wenn der Kanzler gleich eintrifft. What do you think it is? I've heard rumors it's some sort of ancient artifact, but I haven't seen it myself. How can we know? Ui, da kommt einer direkt aus Venedig vom Maskenball. I'd better see what's happening. Der Kassler, ja. Do you think you can find out what they're hiding? I need to see proof of something before I can make my case to the Federation. I can try, but even if I found it, I might not know what to make of it. Take this. You can use it to capture whatever you find, and then send it to me. Haben wir gerade einen Spion rekrutiert? Thank you.
let you know what I find. And I look forward to our meeting again. Sorry, I couldn't help but notice you were speaking with the Hotari this whole time. I figured in the interest of fairness, I should offer another perspective. Of course. Eine andere Perspektive, I'm gerne. probably not telling you anything you don't already know, but these negotiations rely on the Federation's neutrality, as does any hope you might have for a supply of dilithium in the future. So, why you would choose to side with the Hotari escapes me. Without a Lydian involvement, there is no dilithium trade. But clearly, you weren't aware. Tja, Tulliana meinst du, weil Romulaner zu offensichtlich und zu abgedroschen? Ja, möglich ist es. Also, ich weiß nicht, die Station, auf der wir waren, die war ja auf jeden Fall am Rand des Föderationssektors. Ich weiß nur nicht wo genau und wie weit jetzt die Hotari da auch weg sind und wo der tullianische und romulanische Raum im Vergleich ist. Ich weiß es nicht. So, wir bleiben neutral. Die Hotari verdienen die Kontrolle. Und um das Dilithium mache ich mir keine Sorgen. Warum man nicht mit den Hotari handeln kann? Naja, also ich denke mal, die Lydianer werden meinen, da sie da mit den Schiffen und der Flotte und allem sind und die Systemkontrolle vielleicht haben, dass sie einen Handel mit den Hotari verhindern würden. Also kann ich mir vorstellen. Oder dass die Hotari mit dem Dilithium was anderes machen würden. Vielleicht mit jemand anderem handeln, der Feind der Föderation ist. Alles sehr spekulativ an dieser Stelle. Ich werde erstmal sagen, ums Dilithium geht es uns nicht. Of all my concerns, dilithium is not one of them. I could care less about securing a supply, now or in the future. I'd be curious to know if the rest of the Federation shares your indifference. Nee, ich glaube nicht, dass der Rest der Föderation meiner Meinung ist. Major Arminta, Special Attaché, Lydian Armed Forces. Pleasure to meet you, Commander. I have my issues with the Hotari, but I have to give them some credit. They know how to seize an opportunity. Inciting an uprising the same day as a massive, once-in-a-lifetime ion storm. Our assumption was that this storm was just an anomaly. Yes, a very convenient anomaly. At least that was what we were told. Of course, I wasn't there. But who am I to say otherwise? You sound skeptical. Well, the official story is that it was the storm that enabled the revolt. How else do a bunch of unarmed, unorganized miners seize control of an entire moon, much less thousands of mines? But I've talked to people who were there. They tell a different story. They say they're lucky to have escaped with their lives, that it was more than just the storm, that somehow the miners were able to harness the energy from the storm. I know it sounds crazy. I'm not even sure I believe it myself. Okay, also kein natürliches Phänomen, der Sturm. Vielleicht ist es auch gar kein Ionensturm. Vielleicht ist der Sturm eine Lebensform. Ich weiß es nicht. Er ist sich selber nicht sicher, was er da erzählt. Unmöglich? Nein. Das hilft es zu erklären. You said the Hotari were primitive. Well, they are. Except for the part about weaponizing ion storms. Ja, genau. Ein Widerspruch in sich, die Aussage. If you'll excuse me, Commander Ryder. Okay. Captain Solano berichten, was ich herausgefunden habe. Wo ist denn Captain Solano? Genau, fort ist er. Danke für das Gespräch. Ich hätte gern noch ein bisschen mehr gesprochen. Hier kann ich wohl mit keinem mehr reden. Hier hinten geht es wahrscheinlich ganz woanders hin. Trotzdem mal gucken. Sie rennt nicht überzeugend. Sie tänzelt eher und wackelt mit dem Popo.
Das wäre auch möglich, da nicht. Von einer alten Zivilisation, irgendeine Technologie, die dabei geholfen hat, ja, den Sturm als Waffe zu erzeugen oder den Sturm, der vielleicht doch eine natürliche Ursache hat, zu verwenden. Vielleicht gespeist durch das Dilithium und was jetzt den Hotari vielleicht eine große Macht verleiht, vor denen die andere Partei Angst hat. Auch sehr spekulativ, aber möglich. Well, that was a disaster. What happened? The Hotari refused to concede anything, so the Illidians stormed out. The Hotari did not invite us here as peacekeepers. I hope your efforts were more fruitful than ours. Ja, eine Finte, dass die Hotari die Föderation eingeladen haben, aber wozu? Um Zeit zu schinden? Wenn ja, für was? Gravitational harmonics failing to resolve. Warp bubble stability degrading. Increase output to maximum. Increasing warp output to maximum. It's happening again. It is evident that presently the Resolute cannot achieve warp propulsion. Since our diagnostics rule out any problems with our warp systems or anything about the ship, the problem appears to be the fabric of space itself. Space itself? You're saying something about this region of space prevents warp travel? Prevents it, or can't sustain it. However improbable, that appears to be the case. Well, couldn't we slow-boat it out of here at impulse speed? It may come to that, but we don't know how far this warp dead zone extends. Captain Solano is on his way back from the negotiations, and I want to have some answers for him when he gets here. Indeed. Given the facts at hand, we may be able to deploy subspace probes around the ship to construct a clearer picture of the phenomenon. Around the ship. I'll prep a shuttle. Okay, Sonden platzieren rund um das Schiff. The Scientific Method. Ja, das machen wir natürlich auch noch. Eine Superwaffe mit Dilithiumantrieb umgebaut werden, jo. Oder sowas wie der große Brand aus Discovery. I'm setting up a waypoint at a distance roughly corresponding to the edge of our warp field. When we get there, I'll deploy the first probe. Was? Shuttle selber fliegen? Darauf war ich nicht vorbereitet. So, fly the shuttle to your objective to complete a mission. W und D für vorwärts und rückwärts. Das ist aber eine doofe Tastenanordnung. W und D. Mit der Maus drehen und Q und E seitwärts. Der Sturm wird das Shuttle umherwerfen. Fokus darauf liegen, den Kurs beizubehalten. Die Tastenanordnung gefällt mir gerade nicht so, aber wir gucken mal. Kann mich auch noch irgendwie weiterblättern? Jawohl. Genau. Der Jason hat Spaß, so ist es. Dann einfach nochmal von vorne, wenn du nicht mehr weißt, wo du warst, Harzer. So, der Ionensturm füllt meinen Weg mit gefährlichen Gefahren. Okay. Grüne Blitze werden das Shuttle beschädigen. Wenn ich 3-mal Schaden bekomme, dann fehlt die Mission. Na dann. Man kann durch die Ringe fliegen, die durch den Sturm kreiert werden, wenn man vorsichtig fliegt. So, dem beleuchteten Pfad folgen. Navigation Computer Information about... Ja, okay, der Navigationscomputer zeigt die Umgebung an. Ausführungszeichen zeigt eine Sturmgefahr. Klammern zeigen einen Asteroiden. Das ist ganz schön viel Input gerade. Okay, wir probieren das mal. So, warte mal. Mit Q und E geht's seitwärts. Mit W und D. So, und die Maus.
Na, wir gucken mal. Commander Westbrook, the Resolute systems are calibrated to receive the probe's readings. We are standing by to reproduce the warp field collapse after the first probe is deployed. Thank you, Mr. Chovak. We'll be in position shortly. And, Mr. Diaz, do take care in piloting the shuttlecraft. Now is not the time to indulge in the human penchant for joyriding. Ja, wir machen hier keinen Spaßausflug, ist schon klar. Und nebenbei auch noch quatschen und zuhören und steuern. You know, once you get used to him. And I've learned a lot working under him. I have a feeling I'm going to have to work harder to be a political animal like you. This new first officer coming aboard. Fliegen wir mal durch den Donut hier. War ganz cool gemacht. Also mit dem Shuttleflug hatte ich jetzt wirklich nicht gerechnet. This is far enough. Transporting the first probe into position. Westbrook here. The first probe is deployed. Understood. We are reading it. We are about to replay the simulation. Problem? I just can't get a handle on her. Commander Rydek. She rejected my plan to use a deflector pulse against the storm surge. But on the other, she did listen to my advice and use the whole polarity trick to get you through that excursion alive. I'm not saying there's anything wrong with the new XO. I'm sure she's a fine officer, even if we don't see eye to eye. But she didn't go through what the rest of us did. You know that. And it's hard to figure out why she'd be the one Solano chose instead of, well, one of us. I've heard some good things. You should at least give her a chance. I'll take that under advisement. Test is running. Warp field collapse in 3, 2, 1, mark. Huch, was war das? Whoa. All right, that is definitely a problem with the fabric of space. We need to get another probe out there. Okay, ein Problem mit dem Raum an sich. 60er findest du die Sonden? Keine Ahnung. Hauptsache, sie tun ihren Dienst. Hat man in TNG oft Sonden gesehen? Ich glaube nicht. Aber zumindest nicht die selbst ausgesetzten. Listen, I'm gonna give you a piece of advice I wish someone had given me. Make sure you're never just one thing. Don't get so focused on what's in front of your face that you lose sight of the big picture. Before Rydek showed up, the captain pulled me into his ready room and told me he didn't think I had the people skills to be first officer. What a load of crap. I mean, if he'd said that about Chovak, sure. I appreciate the advice, Commander. I'll make sure I keep my options open. I don't need to tell you how to operate. You're already well on your way. You're a capable engineer. You're good in the field. Keep up the good work. Who knows? Solid jack of all departments like you could be Commander-in-Chief of Starfleet one day. Hell, Admiral Jellicoe started as a shuttle pilot. And there are places to go in the enlisted ranks, too. Of course, if you get an officer's commission, they'll put you on another ship. I love it. So put me up for promotion. I'm ready for my next challenge. Well, I think you're going to have to prove that to your boss, Chovak, first. Ich hab's befürchtet. He's the one who has to put you up for consideration. If I were first officer, it would be different. Well, then I'll just have to change Commander Chovak's mind. I'll work hard and better, and he won't be able to ignore it. You've got grit. I'll give you that. So, gleich sind wir da, für die nächste Sonde um die nächste Sonde abzusetzen. Ja, bis jetzt läuft's ganz gut, Echo, das stimmt. Hoffentlich bleibt so.
Deploying the probe. Westbrook to Commander Chovak. We're ready for another sampling of data. Very good. Running the simulation again. Warp field collapse in 3, 2, 1. Launch. There it is again. I saw it. It seems to be directional. Well, what about the scans? Anything? Here's the readings in relation to our local space. We've got the Resolute, Otari Prime, and the probes. All this interference is overloading the sensor buffers. We're gonna have to triangulate the sensors manually. Was? Interferenzspitzen lokalisieren. Ach so. We got something. These markers indicate peaks in the gravimetric interference patterns. Let's see if I can find some more. Das sind irgendwie so Störungsfelder oder was? Ja, scheinbar. Habe ich irgendwo noch was übersehen? Da. Hold up. This is coming from the moon. A beam that blocks warp travel. Vom Mond ein Strahl, der auf uns gerichtet ist. I don't know how they're doing it. Wer würde das tun? Dies ist ein Angriff. I've ever seen. Why would they be doing this? We came here to help these people. And now we're getting hit by some warp-killing weapon? Uh-oh. Now, look here. It's the current readings of the ion storm. These concentrations, they line up with the interference pattern. The storm and this beam, they're coming from the same place. Carter, whatever petty local conflict brought us here, it's just a small part of something much bigger. Okay, nur ein kleiner Teil, etwas viel größeren. Ein lokaler Konflikt hat uns hergebracht, aber da ist noch viel mehr. Presently, we don't have an explanation for how they're doing this. One thing is clear. This is no fluke. Verdächtigungen. Thank you, Mr. Westbrook. Schon sind wir im nächsten Kapitel. I want a full briefing when I'm Das back geht on hier board. Schlag auf Schlag. Solano out. A targeted weapon that inhibits warp travel. Coming from the moon Tau. That would explain the difficulties my shuttle encountered. More importantly, the tenor of the Hotari during the negotiations. And here I thought the Elidians would be the problem. Coming to peace talks in a warship. This wasn't supposed to be so complicated. Okay, also wir wissen auf jeden Fall, dass hier eine größere Sache dahinter steckt. Und so, mal gucken. So, Unreal Engine Crash, wobei ich eigentlich nur in den Startbildschirm zurück wollte. Ich hoffe, es hat zum Episodenende abgespeichert. Nicht schlimm. Also ich hoffe, es hat abgespeichert. Ich wollte sowieso an der Stelle mein Fazit zu diesem Angespielt ziehen. Mal gucken, ob das Spiel wenigstens wartet. Jawohl, das tut es. Ja, angespielt. Star Trek Resurgence, meine sehr verehrten Damen und Herren. Natürlich interessiert mich auch euer Fazit zu dieser Geschichte und diesem Spiel, soweit wir es bisher gesehen haben. Es geht freilich auf jeden Fall weiter, ob in einem Livestream oder dann in nachfolgenden Konserven. Das weiß ich noch nicht, aber auf jeden Fall in Kürze. Mein Fazit oder mein vorläufiges Angespielt Fazit zu
Star Trek Resurgence ist. Ich finde, der Rabattpreis von 25 € ist hier durchaus angemessen, auch der Vollpreis von 35, weil ich fühle mich stimmungsvoll und gut unterhalten. Die Geschichte ist interessant in jedem Fall. Also Grafik ist nicht schlecht. Man muss auch immer mal so ein bisschen Preis-Leistungs-Verhältnis sehen, dass da ein kleines Team dran ist. Grafik, Sound, Stimmung, die Geschichte. Meiner Meinung nach hat man sich hier ein gutes Szenario ausgedacht. Ein bisschen schade, wenn es so sein sollte, ist die Spielzeit von angesagten 10 Stunden, dass es noch ein bisschen technisch instabil ist, dass man nicht so viel einstellen kann. Ich habe es am Anfang schon mal gezeigt. Hier geht nur ein bisschen am Sound einzustellen, Auflösung, alles rund um Full HD, dass es keine deutschen Untertitel wenigstens gibt, finde ich persönlich besonders schade. Trotzdem ziehe ich hier ein insgesamt positives Fazit und bin sehr gespannt, wie es denn in der Geschichte weitergeht. Ich denke mal, für für Freunde von storygetriebenen Spielen, in denen man keine Open World hat, nur eine eingeschränkte Bewegungsfreiheit, die den Telltale-Style mögen und die Star Trek-Fans sind, ist es sowieso ein Must-Have und Pflichtkauf, denke ich, geht gar kein Weg dran vorbei. Oder, wenn man es nicht selber spielt, sich zumindest die Geschichte hier dann weiter anzuschauen. So, der Harzer fragt noch, welche Sprachen gibt es denn noch? Ich gehe noch mal rein. Es gibt Englisch, Spanisch und Französisch, aber nicht als Sprachausgabe, sondern als Untertitel. Die Sprachausgabe bleibt hier immer Englisch. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass vielleicht deutsche Untertitel nachgeliefert werden. Dramatic Labs hat auch erkannt, dass es noch ein paar technische Unzulänglichkeiten gibt. Und da wird mit Sicherheit auch noch ein Patch kommen. Das Ganze momentan exklusiv auf Epic übrigens, wenn sich da jemand dafür interessieren sollte. Im Mega-Sale halt rund 25 €, wenn man da den Gutschein vorher anklickt in deren System. Und man bekommt, da gibt es ein neues Belohnungssystem, sogar noch ein paar Euro Gutschrift für nachfolgende Käufe. Turtle findet das Spiel sehr ansehnlich, ein guter Ablauf von der Geschichte her. Ja, das stimmt mit meiner Meinung auf jeden Fall überein. Ja, gibt es noch weitere Meinungen zu Star Trek Resurgence? Dann wäre an der Stelle nochmal die Gelegenheit, oder sich noch ein bisschen drüber zu unterhalten, oder wer vielleicht noch spekulieren mag, wie sich die Geschichte weiterentwickeln könnte, ist dafür jetzt auch noch Raum. Aber es war ja schon, also man muss sagen, es ist halt ein typischer TNG-Style auf einer Friedensmission. Dann gibt es einen Plot-Twist und es steckt entweder noch eine größere Macht dahinter oder noch ein größerer Zusammenhang, finde ich persönlich immer sehr spannend. Ich bin ja ein ganz großer Fan von TNG-Storytelling, hat mir sehr gut gefallen. Aber auch viele andere Serien aus dem Star Trek-Bereich gefallen mir gut. Also ich würde das Spiel wahrscheinlich auch gut finden, wenn es in einem anderen Star Trek-Setting stattfinden würde. Ich weiß, dass viele ein anderes Spiel erwartet hätten. Etwas mit mehr Freiheit, wo man mit verschiedenen Missionen spielen kann, sich frei auf dem Schiff bewegen kann oder über Karten navigieren kann. Aber ich denke mal, storygetrieben Geschmäcker für diesen Telltale-Style, ja, da denke ich mal, werden auch viele Leute bedient werden. Ich finde das nicht schlecht. Also ich fühle mich gut unterhalten in jedem Fall. Wann geht's weiter mit dem Game? Kann ich noch nicht genau sagen, Echo. Ich weiß nicht, ob ich es im Livestream weitermache oder Konserve, aber es geht auf jeden Fall weiter, zeitnah. Turtle will mehr von der Geschichte sehen. Ich soll durchspielen. Ich werde das Spiel auf jeden Fall durchspielen. Es sei denn, es gibt irgendeinen technischen Hinderungsgrund, der dafür sorgt, dass ich das nicht kann. Das glaube ich aber nicht. Harzer hat was zur deutschen Sprache gefunden.
Im Resurgence Forum. Die Entwickler sagen, sie hoffen, dass sie in der Zukunft einen Patch für deutsche Sprache hinzufügen können. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Das ist natürlich recht vage, aber damit, wie ich sagte, auch nicht ausgeschlossen. Aber zumindest mal, dass es eine Aussage der Entwickler gibt, ist schon nicht schlecht. So, da nicht, jetzt sind wir auf einer James-Bond-Mission. Naja, und Echo will wissen, warum er das meint. Naja, ich kann es gut nachvollziehen. Das ist ja schon so ein bisschen, wir haben bei den Hutari jemanden beauftragt, hier für uns zu spionieren. Es hat auch so ein bisschen Krimi-Charakter. Ob es James-Bond-Charakter ist, ich kann es so ein bisschen nachvollziehen. Der Fazit schreibt noch, geht halt mehr in Richtung Final Unity oder dem 25th Anniversary Spiel. 25th Anniversary, das war doch dieses Point-and-Click-Spiel. Das könnte sogar eins der letzten Star Trek-Spiele gewesen sein, was ich noch auf dem Amiga gespielt habe. Point-and-Click war ja für mich auch mal lange State of the Art, sehr gerne gespielt. Zieht mich heute nichts mehr großartig hin, muss ich ganz ehrlich sagen. So, dann ich meinte noch, es gibt Spuren auf ein Rätsel. Wie Picard schon sagte, es muss gelöst werden um jeden Preis. Ja, auf was um jeden Preis lösen müssen, steht noch auf einem anderen Blatt. Aber ich gehe mal fest davon aus, dass wir hier zur Lösung des Rätsels auch noch hingeführt werden in dem Spiel. Die Entwickler haben gesagt, dass das hier eine in sich geschlossene Geschichte ist. Also es wird keinen Cliffhanger am Ende des Spiels geben. Es wird keine zusätzliche Mission geben, kein Download-Content, kein gar nichts. Und also wir bekommen hier eine komplett abgeschlossene Geschichte. Wie gesagt, ob es dann 10, 11, 12 Stunden sind, je nachdem, wie genau man sich guckt, es ist überschaubar. Was aus meiner Sicht nicht schlecht sein muss. Es muss nicht immer 150 Stunden Open World sein. Und das wäre auch, glaube ich, was das Entwicklerstudio wahrscheinlich nicht hinbekommen hätte, wenn man mal überlegt, für wann das Spiel eigentlich geplant war. Das war mal geplant, kann man in den Trailern noch sehen, für Frühling 2022. Jetzt haben wir Sommer 2023, aber ich bin ja froh, dass es überhaupt rausgekommen ist. Manche Franchises haben es besser momentan, wie Star Wars. Gibt aber auch Franchises, die es schlechter haben, wie zum Beispiel Stargate, wo irgendwie gar nichts so richtig will, was sicher aber auch nochmal eine interessante Geschichte wäre. Echo meint noch, 25th Anniversary war zuerst ein PC-Game, wenn ich mich nicht irre. Keine Ahnung, ob es jetzt zuerst für einen PC oder ein Amiga rauskam. Ich glaube, das waren so damals noch die Endzeiten, wo noch was für ein Amiga rauskam, und da waren es dann tatsächlich oft Konvertierungen von anderen Systemen. Das könnte schon möglich sein. Aber ich meine, ich hätte es noch auf Amiga gespielt, wie dem auch sei. Danach die ganzen vielen Geschichten, die noch rauskamen, hier Elite Force und Bridge Commander und so weiter, das waren ja sowieso alles reine PC-Spiele. Gut. In Ordnung. Ja, dann kommen wir langsam aber sicher zum Ende der heutigen Sendung. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und mitgefiebert habt. Ich hoffe, das werdet ihr auch weiterhin tun und dass ihr vor allen Dingen auch mitdiskutiert und entschieden habt, welche Entscheidungen wir im Spiel treffen. Wie gesagt, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Mindestens mal in der Konserve, alles andere kann und mag ich nicht versprechen. Wie gesagt, wenn mich das Spiel lässt, dann wird das auf jeden Fall auch durch und zu Ende gespielt. Echo sagt noch, ich sag nur Starfleet Academy. Gut, das soll dann auch das Schlusswort aus dem Chat sein. Und ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
So, was kam noch in den Chat? Bis zum nächsten Erdbeerenkopf-Stream vom Turtle 40, vom Hatzer Tschüssi. Sunshine hat die ganze Zeit zugehört, wünscht einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Echo sagt dann live long and prosper. Fuzzy will, dass wir reinhauen. Echo sagt bye bye. Und wir sollen knackig bleiben. Nun gut, so sei es. Lebt lang und in Frieden. Jetzt aber abschalten. Tschüss.